Wo ist mein OBS? Hallo, meine Lieben! Wir sind hier. Wir warten noch kurz auf eine Mitspielerin, die kommt. Und wie ihr seht, bin ich noch sehr in Gamescom-Laune. Heute geht es endlich los mit der Shadowrun-Runde. Und für die von euch, die uns dann später im Discord folgen, jetzt sehen wir da eine Lampe. Itze, du bist Wir wunderschön, nicht. wollte ich nur sagen. Ich weiß, ich fühle mich auch wunderschön. Ja, muss es dir mal Nein, sagen, ne? genau, irgendjemand muss es mir mal sagen. Also, wir haben uns nämlich einige Dinge auf der Gamescom geholt. Unter anderem habe ich endlich wieder Haare. Ach, ich fühle mich so jung und erfrischend. Aber wir sind heute zum ersten Mal in der Shadowrun-Runde dabei. Also für die, die auf YouTube zuschauen, einmal einen Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Hier an der Glocke spielen. Okay, wenn ich da hinzeige, ist das blöd. Aber, Die Haare hast du aber nicht genau. von Lucy geklaut, ne? Nein, ich habe heute lustigerweise festgestellt, hi Chat, keine Sorge, wir steigen gleich ein, wir warten nur noch auf eine Mitspielerin. Ich habe heute festgestellt, wenn man auf YouTube sagt, hier Daumen hoch, dass dann, wenn man das auf YouTube macht, die Audioerstellung automatisch das erkennt und dann quasi einmal ein Rahmen drum kommt, darum, dass man einen Daumen hoch gibt. Das fand ich sehr lustig und es funktioniert wirklich so, dass man es sagen muss und dann funktioniert es. Das fand ich sehr hübsch, muss ich gestehen. Ein recht invasiver KI-Assistent. Genau. Also, definitiv. Da ist YouTube auf der richtigen Seite. Das sah nämlich richtig lustig aus, als ich das gesehen habe. Wo wir Hallo. so lange auf, hallo, auf Julie warten, ist die da? Nö, schade. Ja, du bist gerade reingekommen. Wie sehe ich gar Hallo? nicht. Hallo? Ach so, in Hallo? den Sprachchannel, ja, aber im Bildchannel noch nicht. Die Stimme aus dem Off. Hallo! Da ist sie. Hallo! Und jetzt kann ich sie auch einführen. So, in Oh die je. Julie einführen. So, Boah, ist das wir. ein scheiß Hintergrund, Alter. Da ist die Julie, dann können wir starten. Also, eure Charaktere haben die netten Seiten des Lebens nicht gesehen. Ganz im Gegenteil. Ihr hattet wirklich das harte, raue Leben. Die einen von euch haben sich dadurch einen Namen auf der Straße gemacht, dass sie ihre vom Konzern gefundenen ja, Tätigkeiten auf der Straße weitergeführt haben, haben dadurch ihre ja, rechtliche Zulassung als Mediziner verloren und sind so auf der Straße gelandet. Wieder andere von euch haben sich mit Drogenhandel über Wasser gehalten, haben quasi billig das Zeug eingekauft, mit Backpulver gestreckt und haben es dann an andere verkauft. Und wieder andere von euch haben diese Drogen gekauft und haben alles getan, was ihnen möglich war, um diese zu finanzieren. So oder so, die raue Welt, in der ihr lebt, hat euch richtig rangenommen. Denn euer Leben endete in einer Sozialwohnung in Hamburg, Rothenburgs Ort. Nicht sehr schön, aber naja, leider seid ihr dort, beziehungsweise ihr wart dort. Denn ihr habt einen Brief bekommen, daran könnt ihr euch noch erinnern, wie ich euch das geschrieben habe, dass eure Wohnungen, naja, eure Mietverträge sind gekündigt worden, da der Säder Krupp-Konzern mehr Geld dafür bekommt, wenn er diese Sozialwohnungen, die ihr benutzt, als Gefängnis vermietet. Das ist auch einfacher. Gefängnisinsassen machen weniger Ärger. Vom Grunde her, vom Aufwand, ist es das Gleiche. Er hat sich einfach nur gedacht, yo, warum sollte ich dort arme Menschen einquartieren lassen, wenn ich besser bezahlt werde, wenn ich kriminelle Menschen einquartiere? Und so seid ihr dort, da muss ich dran machen, dass da noch was nicht grau ist, vor eurer Wohnung, es regnet und ihr seid rausgeschrieben. Das Ganze beginnt, keine Sorge, ich werfe euch ein bisschen rein, wir holen euch dann gleich ab.
Ein feuchtkalter, beißender Lufthauch streicht euch entgegen, als die Maclocks der Wohnungstür endgültig zuschnappen und ihr auf die Straße gestoßen werdet. Der Geruch von nassem Beton über dem Ozon überlastet Stromleitungen hängt schwer in der Luft. Vermischt mit dem klebrig-süßlichen Gestank von verschüttertem Zündalkohol, der aus seiner zerbrochenen Flasche sickert. Der unaufhörliche Hamburger Nieselregen, so fein wie Nadelstiche, verwandelt den riesigen Asphalt in einen schmutzigen Spiegel. Und das Schlimmste, ihr könnt euch darin sehen. Eure wenigen Habseligkeiten, alles was ihr habt und in der Hektik greifen konntet, liegt in aufgeweichten Pappkartons auf dem Gehweg oder ihr habt es schnell in eure Taschen eingepackt. Ihr habt nicht viel, was ihr behalten habt. Und der Inhalt der Pappkartons wird so ziemlich langsam vom Regen ruiniert. Ihr habt nur noch das, was ihr in den Händen haltet. Um euch herum das gleiche Bild des Elends. Andere ehemalige Bewohner, die still in sich zusammengesunken sind, leise fluchend im Regen stehen und was? So, im Regen stehen und dort ja von den Sicherheitstrupp von Krupp Housing rausgetrieben werden. Ihr könnt dort mehrere Personen sehen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt aber natürlich auch direkt irgendwo hingehen. Und könnte der Stream einmal sagen, hallo Ruckel? Ja, was ist? Ich habe mein Passwort nicht. Ich finde das nicht. Da hättest du auch vorher ruhig was sagen können. Einfach unterbrochen. Du meinst das Passwort für Foundry? Ist ja kein Ding, ist ja kein Ding. Warte mal, habe ich dir das nicht im Discord geschrieben? Ich habe eben bei mir im Chat geguckt, da stand's noch. Ja, genau. Aber du meintest eben was von rumgehen. Ich habe jetzt gerade noch das Bild hier vor Augen, keine Karte, ne? Genau. Du hast jetzt ein anderes Bild da. Ich habe Julie nur eben ihre Thank you. Ja, klar, kein Problem. So, Ruckeliges und Chat, wie ist der Stream? Ist da qualitativ alles in Ordnung? Das können wir einmal fragen, während ich euch die Leute einblende, die dort auch stehen. Das wäre einmal dieser Ork und diese Elfe, die ihr dort sehen könnt. Die sind mit euch auf die Straßen geschoben worden. Also wo sind wir denn? Oder ich? Hier auf der Straße. Ihr steht dort auch. Also wir sehen uns alle, wir kennen uns alle und... Ihr kennt euch, ihr habt zusammen gewohnt und zusammen... So, kleinen Moment. Also so lose Nachbarschaft. Also Rick war der Typ, der immer nachts viel zu laut war oder so. Oder kenne ich ihn noch beim Namen? Oh ja, der war der Typ. Ja, den kennst du auch beim Namen, ja. So, Stream, was sagt der Ganze? Was sagt der Chat? Was sagt der Stream, während ihr euch dort eindingst? Bei mir hängt es. Ich habe keine Ahnung, ob es bei den anderen jetzt auch so ist. Okay, weil ich habe hier absolut keine Renderverzögerung. Das wundert mich gerade. Bei mir steht einfach offline. Okay, da jetzt gerade das Stream nicht da ist, ne? Wir kennen uns halbwegs und wir stehen jetzt auf der Straße und vor uns sind halt die zwei Personen, ne? Die auch mit euch rausgeflogen sind, korrekt, ja. Okay. Nur eine Frage, ich weiß gerade gar nicht, wie die anderen heißen. War das irgendwo hier irgendwo? Ich hatte mir, glaube ich, keinen extra Namen für das Spiel gegeben. Mein Charakter dürfte Late heißen, oder? Ah, okay. Und bei dir, Julie? Also, ihr habt Julie heißt, ihr Straßenname ist Flüsterschatten. Sie hat noch keinen weiteren Namen eingegeben. Ihr habt euch nämlich keinen Namen gegeben. Late ist Fisto. Du bist Doc Rick. Ich wollte es mir einfach. Und dann gibt es noch Klotz und Schraubenkopf, die heute nicht da sind. Wer ist denn Schraubenkopf? Alter. Aber also reden wir mehr von diesen
Spitznamen oder reden wir dann eher von diesen normalen Namen? Das sind eure Straßennamen. Also die werden hauptsächlich genutzt, es sei denn, ihr seid irgendwo öffentlich unterwegs. Ich muss mir das jetzt auch. Sonst weiß ich sie dann. Nur, dass man weiß, wann man angesprochen wird. Naja, warte mal kurz. Dieses Notizding hier im Ding kann man ja nutzen, ne? Und den kannst du nutzen, so viel wie du möchtest. Was habe ich denn da rein hier? So, also die Leitung sagt eigentlich, dass sie super ist. Ich wüsste jetzt nur nicht, warum sie abgebrochen wird. Also im Gegensatz zu der Vodafone-Leitung haben wir null, wirklich null Verlust. Also wenn jetzt irgendwie gekündigt hier der Stream abgebrochen wird, die Leitung steht auch hervorragend, nur da steht offline, warum auch immer. Hm. Ist das Aber vielleicht bei jedem Twitch-Typ? Ne. Die laufen. nö. Sieht der Chat denn irgendwas? Also ich sehe halt nur jetzt Spiele dein also nicht mal Ja. das, schon dieses End-Ding. Bei mir, dass ich die Werbung aufgehangen. Ernsthaft. Ja, wartet mal, Julie, wie heißt du nochmal? Ich? Flüsterschatten. Bist du schon. Flüsterschatten. Ah, okay. Jetzt ist aber, dass dort live ist. Ich habe dort nur einmal aktualisieren müssen. Too late? Ich dürfte, also nee, ich war Fisto, genau. Noch. Ihr könnt euch jederzeit andere Namen geben. Also dann lasse ich das erstmal mit Fisto oder willst du den behalten dann? Kannst mich besser late nennen. Fühle ich mich eher angesprochen. Ah, okay. Kann man ändern, das ist ja gar kein Ja, Problem. da kommen wir später oder so, das ist ja egal. Gut, dann habe ich wenigstens die beiden. Also bei mir ist es einfach nur Doc Rick. Also Rick, ich wollte es halt so einfach machen, wie es geht. Ich mag Namen nicht. Oh Gott, wie soll ich So. mich denn nennen? Flüsterschatten ist doof. Okay, dann wartet mal. Dann heißt du erstmal Julie, du heißt Late und Ja, ich mach genau. das fürs nächste Mal. Genau. Alles gut. Das machen wir fürs nächste Mal, genau. Ich bin auch Also, ganz Ja, neu in also diesem. vor euch im RP-Gedöns. steht ein bulliger Ork und eben eine kleine junge Elfe aktuell. Ihr könnt die beiden ansprechen, das wäre durchaus möglich. Wie hießen die nochmal? Der Ork Wissen heißt wir. Gunnar. Achso. Und I oder S daneben. Sie heißt, kleinen Moment, Silje. Siehe. Silje. Oder Silje. 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 Ist ein Ork. Auch, ne? Gunnar. Sie ist eine Elfe. Hallo Gunnar. Echt? Die Soll ich sieht den aus Ork wie mal so- anrennen und Wunderbar, einen Kippe okay. fragen? Okay, dann wollen wir mal. Der Ork Gunnar reagiert zunächst aggressiv und fletscht die Hauer. Problem? Sieh dich um, Schummer! Das ist mein verdammtes Problem. Lauf für uns einen Kruppabschaum, schmeißen uns raus, um hier ein verdammtes Gefängnis für Konzerne zu errichten. Mehr Profit und wir sind nur der Dreck, den man wegkehrt, bevor die feinen Herren hier einziehen. Er ist ziemlich sauer, scheint mir. Jo, bin ich auch. Gib 5. High five. Soll ich antworten? Ja, natürlich, bitte. Also, Fühlt euch- ich antworte ja, guck dich mal um bei den ganzen Neonschildern, es war nur eine Frage der Zeit, bis irgendwie sowas kommt. Schon. Was kickst denn so? Noch nie einen ehrlichen Arbeiter gesehen, der gerade alles verliert? Das ist ein Dreck, sag ich dir. Ein Riesenhaufen Scheiße. Jahrelang habe ich mit dem Buckel krumm geschuftet unten am Hafen. Für Peanuts. Und wofür? Damit jetzt so ein Drachenarsch in seinem Elfenbeinturm hockt und entscheidet, dass mein Zuhause jetzt nicht mehr ist. Wenn da Verbrecher drin wohnen, ist doch zum Kotzen. Lauf her! Miese zu. Bulli. Hörst du Ich gehe mich? zu ihm, reich ihm ein Bier, umarm ihn und sag, boah, Alter, ich kann dich so verstehen. Komm, wir gehen mal ein Trinken. Ah, hey, dich mag ich. Er nimmt das Bier, trinkt dann erstmal. Ey, yo, du bist nett, richtig gut. Ich habe immer gedacht, du seist so ein Junkie-Flittchen wie die da, zeigt auf die Elfe. Aber habe ich mich wohl echt in dir getäuscht.
Was ist eigentlich unsere Mission? Wir haben noch Eure keine Mission Mission. ist, habt ihr noch nicht. Das ist korrekt. Wir quatschen mit 2 Obdachlosen. Aha, wir sind's ja auch. Ja, ihr seid auch obdachlos, korrekt. Ja, deswegen ja, Mindbody, ich kann das verstehen. Wir sind auch obdachlos, wir sind auch Opfer. Hier, wir könnten uns zusammentun. Ja, ich Ich muss mal frag den- gucken, was den ich jetzt Ork. mache. Du sprachst von Arbeit am Hafen. Hast du die noch? Brauchen die noch Arbeit? Nee, die haben genug. Ja, Gibt miese. nicht viele, die da noch machen. Das meiste ist automatisiert. Seitdem die da die KI eingebaut haben, braucht keiner mehr einen ehrlichen Arbeiter. Könnten die KI zerstören. Das wäre ein Auch guter Sache, Plan. Wenn ich Geld hätte, würde ich euch auch dafür bezahlen. Ihr merkt langsam so, dass ihr von den Leuten weiter und weiter beobachtet werdet. Also dieses Ding steht mir richtig gut. Ach, ich fühle mich so. Genau. Den Ork habt ihr auf jeden Fall wunderbar eingelullt. Die Bier, Elfe ist noch Bier da. regelt alles. Bier regelt regelt alles, genau. Auch mein Malzbier. Genau, die Elfe ist noch da. Ja, das machen die Kerle. Ich habe Kerle. gerade mich von Arbeiter zu Arbeiter unterhalten. Also wissen wir irgendwas jetzt über Silly? hat leuchtende Silly Augen. steht dort auch. Sie hat leuchtende Augen. Ja, sie hat leuchtende Augen. Das fällt dir auf. Du brauchst nicht würfeln. Das geht auch mal so. Du siehst, dass sie synthetische Augen hat. Das kannst du sehen, durchaus. Ich frage scherzeshalber, siehst du eine gute Zukunft? Hm, was für eine Zukunft? Oh Gott, ist der böse. Aber okay, du sprichst sie an. Hey, Chama, bitte. Nur ein paar New Yen. 50. Das ist doch kein unprofitables Investment. Ich kann dir positive Synergien erschaffen. 50 New Yen für 1 Stunde. Mir ist so kalt. Mein Kopf. Die Protokolle laufen amok. Ich muss das System wieder booten, verstehst du? Nur ein kleiner Reset. Nur ein Chip, das ist alles. Früher war alles optimiert. Klares Interface, keine Latenz. Mein Vater war Vizepräsident im Asset Management. Wir hatten eine Wohnung mit Blick auf den ganzen Sektor. Alles war sauber. Jetzt habe ich nur noch Rauschen. Ich hab nicht mehr genug, um für alles bezahlen zu können. Du erkennst das in ihren Augen. Sie hat sehr teure Augen, die durch 2 spezielle Vorteile rauskommen. Das wäre zum einen, das sind Augen, die einen, GPS-Tracker haben und zweitens einen Sprengsatz. Dazu sind das Augen, welche man wie einen Volkswagen monatlich bezahlen muss, damit man die volle Leistung hat. Das heißt, wenn man reich ist, fährt man mit HD durch die Gegend, da sie sich für 50 New Yen die Stunde feil bietet und quasi euch bittet, einmal über sie drüber zu steigen, damit sie für ein paar Tage wieder klar sehen kann. Denn aktuell ist das Ganze ungefähr auf PAL über terrestrische Antenne geschaltet. In Schwarz-Weiß. Hey. Und damit sie wieder ordentlich schauen kann, will sie schauen, dass sie für 1 Stunde ihren Körper frei bietet. 50 New Yen, super Angebot. Los, Rick! Los, Rick. Ich würde sagen, das geleitet man, wenn man ihn braucht. Sag mal Gunnar, der da steht. Wo hat ist Arbeit. Leitmann, wenn man ihn braucht? Ja, genau. Äh, Ja. Ich höre gar nichts, oder? Gunnar ist, sorry, ich habe nur gerade auf den Chat geachtet. Die sagen nämlich, es ist immer noch Delay, obwohl ich 0, mach mal bitte die Bitrate runter. Die ist doch unten, die ist auf 6000. Ich habe Delay des Todes, okay. Dann starte mal bitte den Stream neu, Hanna. So, okay. Gunnar. Ja, was ist denn los? Er hat das Bier und Julie im Arm. Nein, ich habe zu Silly gesagt, sie soll sich an Gunnar dann halten. Er hat wenigstens Arbeit. Nee, der Ork, der ist so ruppig. Nee.
Es geht ja um deine Augen. Okay, du hast recht. Und ja, du siehst dann, dass sie sich schnell einig werden. Sie ist mit dem Preis noch etwas runtergegangen. Sie bietet ihm jetzt für 50 New Yen 2 Stunden an. Er denkt sich, ja, wie kann man seinen Frust am besten loswerden? Und naja, gut, für eine billige Elfenhure ist es ganz egal, wie sie sich danach fühlt. Hauptsache, er kann seinen Frust loswerden. Die beiden sind damit weg. Du hörst noch, wie sie schreit, aua, aua, nicht so rau. Aber, gratuliere. Du hast heute dafür gesorgt, dass ein Ork glücklich und eine Elfe wund ist. Das Ganze Und wieder schaut sehen sich- kann. Und wieder Und sehen wieder kann, sehen genau. kann. quasi Jesus. Genau. Ich habe dir das Augenlicht geschenkt wieder. Du hast, ja, du hast dir das Augenlicht wieder geschenkt. Ein kleiner Junge kommt auf euch zu und Ich hoffe, ich kriege Oh, hier jetzt dafür. hi, du kleine und Maus. schaut sich hallo. das Ganze an. Oh, wie heißt du denn? Oh, wer bist du? Ich bin Finn. Oh, Finn ist aber ein schöner Name. Wo kommst du denn her? Wo willst du hin? Ich? Ich suche Leute, die Aufgaben erledigen können. Dafür werde ich bezahlt. Was für Aufgaben? Alles. Kleiner, von wem wirst du bezahlt? Genau, und das kriegen wir ist auch das was? Richtige. Housing. Also, ich suche nach fähigen Leuten, die wenig moralische Einschränkungen haben. So ist zumindest die Jobbeschreibung, die mir Hector gegeben hat. Und ich denke mal, dass ihr genau die Richtigen seid. Denn Naja, so Hector? wie ihr Celia behandelt habt, Wer er ist hat Hector? Hector ist der, zu dem ich euch bringen werde. werden Aber wir auch bezahlt? hört euch erst mal an, ich bin nur der Mittelsmann. Ich sorge Nein. dafür, dass Hector die richtigen findet. Ich führe euch zu ihm. Dann werde Warte ich mal, bezahlt. Hat einer von euch gut auf Überreden oder sowas? Ihr könnt Hast du gerne mal würfeln, überreden? das ist durchaus möglich. Ihr müsstet auf euren Dass denn vielleicht mal Charakter jemand kommen und- fragt, Aber wir wer brauchen Hector Kohle. ist? Ja, aber wir können ja erstmal ausfragen, wer überhaupt Hector ist, oder wollt ihr das erstmal nicht wissen? Wir brauchen erstmal Kohle. Und dann Ihr könnt, wollen wir ihr wissen, wer könnt das ist. Fertigkeiten einsetzen, durchaus. Das ist überhaupt kein Problem. Einfach auf euren Charakter doppelklicken und auf entsprechenden nicht? Wert würfeln wollen. Ich finde meinen Charakter hier nicht. Junge. Du müsstest Stimmt. unter Akteure müsste dein Charakter zu sehen sein. Du hast zumindest die Zugriffsrechte für den. Das heißt, wenn du auf der rechten Seite ja. klickst, müsstest du hier Akteure haben. Verdammt, hier. Ah, Müsstest okay. du Akteure Okay. haben. Jetzt Dort habe kannst ich. du dann Dankeschön. gerne. Ja, ich habe Charisma 2, also das könnt ihr vergessen. Du hast So, gut. Charisma 2, Ich hab aber du Charisma hast so. Ja, siehst du, die möchtest du nicht mal würfeln, vielleicht mal ausfragen, wer dieser Hector überhaupt ist und ja, sowas halt, ne? Du Möchte ich kannst das? auch auf weiß Überreden ich nicht. klicken und dann deinen Charisma-Wert mit deinem Talent für Überreden einsetzen. Dann würdest du auf 6 Würfel kommen, Rick. Und wenn ich mir einmal die gute Flüsterschatten ansehe, die würde auf 9 Würfel kommen. Wir könnten ihn auch überfallen und sein Handy durchsuchen. Ihr könnt ihn auch überfallen Oh. und sein Handy durchsuchen, natürlich. Das ist ein Überfallt kleines ein Ding, ne? 10-jähriges Kind. Sag mal, ihr seid ja schlimmer als Ja, Moment, so mancher, Nate der hat eine seinen gute Cutter Idee, habe ich sonst das kalt Gefühl. cuttet. Ein 10-jähriges Kind, das nach unmoralischen Söldnern sucht. Ja, Es ist Mir ist Shadowrun. egal. Ich kann es auch versuchen mit Überreden. Dann ich habe darfst auch eine du Stärke einmal- 3, also rein theoretisch bin ich jetzt nicht fürs Grobe zuständig hier und nicht fürs Charisma. Ihr Also ich sag überlegt nur gerade, eins, ob ihr ein ne? Kind verprügelt. Überreden. Ja, Also ich sag nur eins, Leute. Überreden ist meine höchste Punktzahl. Ja, dann macht das Nate, mal. wie stark bist du? Stärke ist 3, aber Konstitution und Geschicklichkeit ist jeweils 6. Ich habe 9. Okay, Julie, dann versuch erstmal zu überreden. Gucken wir mal, auf Ja. wen wir danach verkloppen. Wir können ihn so Wir oder so können ihn danach verkloppen. Ja, Wir können ihn egal, auch was erst er tut. überfallen, kurz bevor wir bei Hector sind und ihn dann als Geisel einsetzen. Das könnten wir auch machen. Ihr macht mich fertig. Aber ja, drückt dann einfach mal auf den Würfel hinter Überreden. Da siehst du ja so einen kleinen Würfel mit Roll. Ja, Einfach mal drauf drücken. Okay. habe ich. Dann müsste jetzt
ein Menü kommen Und mit einfach auf Würfeln. Würfeln drücken, ne? Einfach auf Würfeln drücken. ne? Okay. Das ist alles. Super. Dann kommen haufenweise Würfel und Yes. oh weia, oh weia, oh weia. 9 Würfel hast du gewürfelt und du hast einen Erfolg. Einen. Ach, Das du heißt, du Scheiße. bist hingegangen, bist erstmal gestolpert und der kleine Finn schnappt dich so, hey, du bist wohl noch ganz neu auf der Straße. Er packt dir an die Brust. Er ist 10. Er weiß noch nicht, warum er das macht, aber er hat es bei den anderen gesehen, dass sie das immer machen. Er weiß, warum er das tut, auch mit. Das klären wir später, warum er das weiß. Also, und der knetet da so rum. Weißt du was? Hector wird Gefallen an dir finden. Ich bringe euch mal zu ihm. Ja, mach das. Ist es ein weiter Weg? Ja, komm, wir gehen mit. Ja, ich denke auch. Brauchen wir Auto oder nicht? Nein, das ist Bevor, ganz bevor einfach. sich hier jemand weiter betatschen lässt, gehen wir erstmal mit den kleinen Jungen mit. Wichtiger als die Frage nach dem Auto ist, braucht er einen Kindersitz? Nein, es Sitzschale ist reicht, so weit ist alles im grünen Bereich. Also von daher, Julie hat nur schlecht überredet. Das ist alles. Der war eigentlich Ja, vorher toll. ganz normal. Dann ist sie hingetorkelt und der hat sich gedacht, jo, meine Chance. Für was auch immer. Fängt ja gut Aber an. egal. Wir wechseln einmal die Szene. Ich muss hier echt eine Überleitung einbauen. Ihr steht vor dem Café Elbe Noir. Hellbohr Noir steht da. Elbe Noir, von mir ist auch so. Das sollte Elbe Noir heißen. Also, Finn führt euch durch ein Labyrinth aus nassen, von Müll übersäten Gassen in Hamburg. In den Regen rostiger Vordächer tropft es rein und der Geruch von Brackwasser und Industrieabgasen hängt schwer in der Luft. Über dem Hafen seht ihr eine schwarze Wolke. Dort scheint wahrscheinlich wieder irgendetwas zu brennen. Das ist aber häufiger in der heutigen Zeit. Schließlich treibt er vor einer schäbigen Fassade, bleibt er stehen, eingeklemmt zwischen einem Pornokino, dessen Reklame seit Jahren tot ist, und einem Pfandleihhaus mit dicken Gitterstäben vor den Fenstern. Über einer schmutzigen, metallverstärkten Tür flackert eine einzige Neonröhre und kämpft darum, das Wort Elbe Noir in die Dunkelheit zu malen. Das Kleine Frage, kennen wir das schon? Also, da waren wir noch nie hier. Das ist eine billige, runtergekommene Kneipe und ihr wart schon einmal dort. Aber wer jetzt Hector ist, das wissen wir immer noch nicht. Ne? Also, Nö, Hector ist, okay. er ist bekannt, der ist ein Auftraggeber, aber ihr hattet mit ihm noch nichts zu tun. Ja, gut, also ich würde jetzt einfach mal reingehen. Dann Ja, würde ich gucke mich mal, also, wenn ich reingegangen bin, gucke ich mich mal genau im Raum um. Ich mich auch. Also ihr geht erst rein und guckt euch dann um. Habe ich das gerade richtig verstanden? Also Kann ich ich würde nicht einfach durchgucken. reingehen, ja. Ich denke, eine Bar, man kennt sie. Oder kann ich schon irgendwie durchs Fenster irgendwas sehen? Nein, das nicht. Durchs Fenster kannst du nicht sehen, aber hier geht Elbona. Ihr seid mir Von wem welche. kam denn der Witz? Okay, von wem wohl? Oh, gemütlich hier. Ihr könnt sehen, dass dort ein Wirt hinter der Kneipe ist. Ihr könnt sehen, dass ich viel zu viel im Weg reingestellt habe. Ihr könnt den kleinen Finn sehen, denn der ist auch mit reingekommen. Und weiter hinten seht ihr dann auch Hector. So. Wo ist Hector? Hector Ist das eine kommt Maschine? auch Das eingeblendet. ist Das ist ja, Ja, nett. Ja. Als die schwere Tür aufstoßt, schlägt euch eine Wand aus warmer, verbrauchter Luft entgegen. Eine dicke Mischung aus abgestandenem Zigarettenrauch, dem scharfen Geruch von billigem Desinfektionsmittel und dem Aroma von ranzigem Frittierfett. Eure Augen brauchen einen Moment, um an sich die schummrige Beleuchtung zu gewöhnen, die hauptsächlich von ein paar nackten Glühbirnen über der Bar und dem unheilvollen Leuchten einer alten Jukebox kommt. Der Raum ist klein und eng. Wie Silja. Der Boden ist ein klebriges, rissiges Linoleum.
Die Wände sind mit vergilbten Postern von längst vergessenen Rockbands tapeziert. Die Luft ist so dick, dass ihr sie fast kauen könnt. Jetzt sag Ich mir gehe nicht, dass der raus. Auftrag ist, ja immer durchzuwischen. Ihr könnt natürlich. Führt uns der Also Kleine das ist gleich etwas, was zu... mein Charakter dann quasi zu Hector oder zu Finn sagt. Zu wem sagst du das? Das ist eine sehr gute Frage. In den Raum hinein? So, ich In muster den den Raum Raum und hinein. sag das so laut vor mich hin. Du Also ich hörst bin wieder Hector raus. Mir ist das sagen, ungemütlich. du bist ein Klugscheißer, oder? Und du auch? Hatte ich hier nicht noch ein paar Orkwachen, die. Aber egal. Also, Ah, das allein. Sehr gut. nein, das sind schon ein paar Wachen, die schauen auch um und auch der Wirt schaut dich an. Also, Finn nur mal meinte so zum jetzt. Was ist das für ein Verständnis. Wirt? Der sieht aus wie ein Echsenmensch. Was ist das? Ein Ork. Aber jetzt mal so Auch kurz ein zum, Ork. zum Verständnis. Also er ist jetzt, also wir sind jetzt vor Hector oder sind wir erst reingegangen? Also wo sind wir denn Ihr jetzt seid, genau? ihr Und seid er reingegangen und der kleine Finn ist direkt zu Hector gegangen. mit uns zusammen. Ja, erstmal ist er vorgegangen. Ihr kamt dann quasi später hinterher. Ja. Also wir stehen sozusagen am Eingang der Bar neben dem Barkeeper und die beiden sind weiter hinten jetzt, oder? Genau. Und die Ja, beiden weil die sind so weiter sehr im hinten. Vordergrund sind. Und ja, Okay. also im Nee, dann Grunde, gehe ihr ich steht bei erstmal dem Vormittag. ich gehe erstmal zum Barkeeper und bestelle mir ein Bier. Boah, ich komme mit. Ja. Yeah. Okay. Nate, willst du auch noch eins? Also, Nee, ich ihr unterhalte setzt mich gerade euch, mit Hector. ihr setzt Okay, euch also dorthin du bist schon und durchgegangen. Okay. ihr bekommt das Ganze dorthin. Ihr könnt natürlich auch auf irgendwas zu schauen, aber fangen wir erstmal an mit dem Wirt. Der Kleine, sagt der Wirt zu euch, meinte, ihr könnt einen Job gebrauchen. Da solltet ihr zu Hector gehen. Aber wenn ihr ein Bier wollt, 40 New Yen. Wie viel ist das? 40. 40, Das ist ja. aber ganz schön teuer, oder? Wie viel ist das? Ist das wie Euro? Ich glaube, das ist Ähm, wirklich viel. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn? Ach, habe ich wirklich Für hier ein bisschen mehr kannst du über eine Elfe 124.000? drüber rutschen, so viel ist das. Was? ja, du hast 124.000 New Yen. Das ist alles, was du hast. Einige Hey, haben klar, mehr, andere haben weniger. Ey, wo Ich- steht das bei meinem Charakter? Du kaufst dir ein Ey, Bier, prima. Dann Ich bist du schon mal. kauf 2 Bier halt. Ne? Ein Du für kaufst 2 Bier. Damit habe ich Juli, deinen eins für mich. Geldbestand reduziert. Du hast Juli 1 3200. ausgegeben. Wo ist mein Geld? Du hast 3550? 3200. Du bist eine drogenabhängige Elfe. Du bist pleite. Rick hat Geld, darum hat er das Bier bezahlt. Scheinbar bin ich reich. Moment, Rick, wie viel hast du? Genug. Wir reden nicht über Geld. Du Bildsäge. Ja, du kannst mir mal einen ausgeben hier jetzt direkt. Ja, habe ich Hat er doch. getan. Nimm das Oh, Bier. Hat Danke. er getan. Ich hätte gerne noch was zu essen, ich hab Hunger. Zu essen. Macht nochmal Ja, 100. das, Wir haben gute Pommes hier. Das riecht Oh ja. man übrigens auch. Nee, später. Das muss sie aber bezahlen. Also, Nein, du hast dreimal Bier, mehr als Bier ist okay, aber Essen, nee. Was los? Also, willst du jetzt was essen, dann bezahl. Ja, Rick bezahlt. Ich schnapp mein Bier und gehe einfach weiter zur Richtung Hector. Du kriegst die Pommes vorgesetzt und er zieht dir von deinem Credstick 100 Credits ab. Du hast jetzt noch 3150, nicht mehr 3250. Ich? Ja. Ich hab doch gesagt, Rick bezahlt. Wieso ist mein Geld ist Der ja hat echt mich weg? bezahlt. Oh, Rick. Was meinst du, warum das Ding Hungerspiele heißt? Na toll. Hey, ich bin Ja, gerade obdachlos geworden. Ich sei doch nicht deine Pommes. Boah, ich Ja, sag, du das hast- ist doch nicht- Du hast sehr gute Pommes, die sind wirklich gut, also das muss an dem Fett liegen. Die haben sehr viel Erfahrung in dem Fett. Und die schmecken sehr kross und crunchig, so ein leichter Nachgeschmack von Fischbrötchen, der wahrscheinlich auch im Fett schwimmt. Aber die sind gut und nahrhaft, du fühlst dich jetzt richtig gut. Wir kommen weiter zu Late, der bei Hector steht. Also. Keucht wegen dem Zigarettenrauch in der Bar. Der gute Finn sagte mir, dass ihr eine Aufgabe erledigen könnt. Ist das richtig?
dass ihr keine Fragen stellt und dass ihr Geld braucht und eine Wohnung. Nix. Ja, Ton ist weg. Nach Geld Was? braucht. Was ist denn jetzt wieder los? Die Leitung sollte aber, also hört ihr mich Kannst du das wieder? nochmal wiederholen? Ja, kannst du das nochmal wiederholen? Dürfte es wieder gehen. Okay, also, Finn sagte mir, dass ihr eine Wohnung braucht und Moneten. Ich kann euch beides bieten, wenn ihr wollt. Für Ja. Arbeit nehme ich an. Ja, natürlich für Arbeit. Ich bin nicht die Wohlfahrt. Finn sagte mir, dass ihr vernünftig. wegen dem Drachenarsch aus der Wohnung geflogen seid. Ich kann euch sagen, ist auch nicht das, was ich machen würde. Aber gut, ich würde euch einfach sagen, dass ich die Miete erhöhe und euch nicht rauswerfen. Also, wenn ihr wollt, kann ich euch für eine Wohnung begeistern. Und wisst ihr was? Pro Nase nur 500 pro 2 Wochen. Das ist für 2 Wochen. Und Klingt da ist fair. sogar noch eine... Ja, finde ich auch. Das Beste Ich ist... nehme an, ich soll jetzt- Ja, Rick bezahlt. Ich nehme an, ich soll jetzt nach Also, der Arbeit fragen, aber. Natürlich das wäre bezahle eine ich meine Frage. Wohnung. Hey, für uns. Also, Ah, shit, jetzt ist er wieder stumm. Angebot. Das muss dann an Discord liegen, also wir sollten da eventuell... Oder geh mal kurz raus aus dem Discord und nochmal rein, vielleicht hilft dir das. Ich? Ja. Okay. Ja, aber ich höre doch alles gut. Ja, also Ja. bei uns ist ja ab und zu halt weg, ne? Also komplett. Okay. Und bei mir ist alles gut. Okay. So, da bin ich wieder. Also, die Sache ist die, wenn ihr den Job annehmt, 500 pro Nase, alle 2 Wochen, sollte nicht schwer sein. Ihr bezahlt, ihr kriegt ein Dach über dem Kopf und die, kleinen Moment. Und ihr seid dort sicher. Das Beste ist auch noch, ihr bekommt auch noch eine Köchin dazu. Die wird sich darum kümmern, dass ihr immer was zu fressen habt. Ist in der Bezahlung mit Okay. drin. Oh, okay. So, die, Klingt also 500, vernünftig. also 500 und wir sollen einen Auftrag machen. So habe ich es verstanden, oder wie? Ja, so 1000 im Monat. Ja, ihr bezahlt pro Nase 1000 im Monat. Dafür bekommt ihr eine Wohnung und Essen. Wie ihr das bezahlt, ist egal. Aufträge würde ihr euch auch anbieten, aber ihr müsst nicht nur für Okay. ihn arbeiten. Ihr müsst Ja, okay. einfach Also nur... müssen wir alle Aufträge ausnahmslos annehmen oder können wir auch mal ablehnen? Ihr könnt natürlich Ja, wir werden ablehnen, pro dann kriegt Auftrag ihr kein bezahlt Geld. dann. Ihr werdet pro Auftrag Ja, ja. bezahlt, genau. Ja, gibt es dann aber Alternativaufträge? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde sagen, gib erstmal einen Auftrag. Ich wüsste ja, Ja, nicht mal, ob der überhaupt die Aufträge hat, um die 500 pro 2 Wochen zu decken. Ich würde ganz skeptisch nachfragen, hast du überhaupt einen Auftrag? Klar habe ich einen Auftrag für euch. Ist eine ganz einfache Sache. Rein, raus, abgeben. Beschaffung. Ganz Wir waren simpel. gerade schon bei der Elfe. Geht's um Drogen? Beschaffung, nicht Anschaffung. Ist ein Geht's um Unterschied. Drogen? Nein, es geht um Autos. Genau gesagt um ein Auto. Welches? Ergibt euch die Beschreibung von einem schwarzen Wagen, welcher dort in einer Werkstatt ist, und den Wagen möchte ein Käufer haben. Ihr sollt diesen Wagen klauen. Ist im Grunde eine ganz einfache Sache. Ihr hättet dort, wenn ihr euch dort umschaut, sicherlich die eine oder andere Möglichkeit, das zu machen. Dazu müsste man aber erstmal Informationen bekommen. Also, ihr besorgt mir den Wagen und ich gebe euch 3 seid ihr. Okay. Ich denke, ich werde euch 4000 geben. Deal? 3000 pro Person. Boah, okay. Nein, late machen. 4 insgesamt. Judy, lass ihn doch erstmal verhandeln. Ja, ich sag ja, lass ihn mal verhandeln. Lass ihn mal machen. Wenn wir mit dem Auto da rausfahren,
Wie viel ist das Auto wert? Sollten wir dann wirklich für 4.000 dir das Auto vor die Füße fahren? Ich glaube nicht, dass das Das Risiko klingt wert ist. eigentlich sehr wenig. Stimmt. Also, eigentlich ist das Ding einwandfrei. Wenn ihr die 4.000 abgebt, ich habe einen Käufer für den Wagen. Wenn ihr dort ankommt und sagt, yo, ihr müsst selbst verkaufen, wer wird euch das Ding abkaufen? Zweitens, wer sorgt dafür, dass ihr nicht den Ärger kriegt, wenn der Verkäufer sagt, woher er den hat? Wollt ihr wirklich die Rache von irgendeinem Konzern haben oder wollt ihr es easy über die Bühne bringen? Du willst pokern? Okay, Deal 4.000. Gut, gute Entscheidung. Wenn ihr das gut macht und kein Kratzer drauf ist, gibt's vielleicht noch einen Bonus. Weiß ich aber noch nicht. Ich habe Muss einen ich raus. Einspruch. Ich murmel, ich würde leise zu den anderen beiden murmeln, das mit den Kratzern machen wir dann nachher für die Nachverhandlung. Sehr gut. Er guckt dich an, dass du einen Einspruch hast. Was ist los, Kleines? Pass mal auf, Buddy. 5.000 sind besser durch 3 zu teilen. Zwinker, zwinker. Wo hast du denn Mathe gelernt? Wie willst du 5.000 durch 3 zerteilen? Da wirst du doch einen über. Oh Mann. Also, die sieht zwar ganz hübsch aus, aber sie hat Du nichts stellst im dich Kopf. heute aber auch nicht wirklich gut an, ne? Gefällt Vor mir. dem Würfeln. Gute Kombi. Ich meinte doch 6.000. Sorry, ich habe mich versprochen. Ich meinte doch 6.000. Zwinker, zwinker. 6.000. Du kannst gerne noch mal überreden. Ja, bitte. Du darfst gerne noch mal würfeln. Mal gucken, ob er dir auch. Ich setze mich auf seinen Schoß, by the way. Okay, gut. Das müssen die Würfel entscheiden. Du setzt dich auf seinen Schoß. Du hast wieder 9 Würfel und kannst sehen, was daraus geworden ist. Könnten die Würfel bitte einmal verschwinden. 3 Erfolge. Das ist nicht viel, aber. Du hast es bis auf seinen Schenkel geschafft. Ja, genau. Du sitzt auf seinem Schoß und du siehst, dass Finn ganz gierig guckt und er greift dir so an das Oberbein, nein, an den Oberschenkel und das scheint ihm zu gefallen. Du darfst ihm die Ziele ja bekannt machen. Okay, 6.000 ist ein bisschen hochgegriffen. Ich muss auch was verdienen. Als er hochgegriffen sagt, greift er auch höher. Wir machen das Ganze so. 4.000 für die ganzen und wenn du danach mit mir eine Runde im Wagen fährst, gibt's nochmal 200 für dich extra. Okay. Ja, das wären 2 Pommes für dich. Ja, boah, Rick, Alter. Denk darüber Deal. nach. Deal. Ja, Deal. Gut. Ich möchte dazu erwähnen, die Miete ist pro Kopf 500 alle 2 Wochen. Ihr habt gerade zu dritt einen Auftrag für 4 angenommen. Eure Gruppe ist aber eigentlich etwas größer. Ihr habt ein Minusgeschäft gemacht. Nur zur Info Das fürs habe ich mich nächste auch Mal. schon gefragt. Das habe ich mir auch schon gefragt gerade. Bisher haben wir ein Minusgeschäft gemacht. Ja, wir haben das noch Auto noch nichts nicht gemacht. abgegeben. Das ist richtig, das ist richtig. Und ich prostituiere mich auch noch zur Hälfte. Alter. Ja, für 2 Ja. Pommes. 2 Portionen. Für 2 mal 2 Portionen Pommes. So müssen wir es auch mal sagen. Pommes. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, gut, Hector, gib uns mal wo sollen wir hin? So, genau. Er gibt euch als erstes gibt er euch den Hinweis, jetzt wird es noch einmal grau, ich habe echt vergessen, ich habe extra so Überleitungen, falls ihr das in D&D mal gesehen habt, wie man dort reingehen kann. Aber das habe ich mal wieder tüchtig vergessen in der Eile, weshalb immer dieses kurze Graue kommt. Er bringt euch, beziehungsweise der kleine Finn bringt euch erst einmal in eure neue Wohnung. Das ist im Grunde mehrere Dinger hier, diese
viereckigen Kästen, die auf Schiffen aus China kommen, gefüllt und leer wieder zurückfahren. Wie heißt die? Container, genau. Container? Ihr wohnt in einem Turm aus zusammengeschweißten Containern. Da führt euch der kleine Finn hin. Und da seht ihr eine ältere Dame, genau, die euch, als Finn rankommt, direkt an die Hand gegeben wird. Ich wollte mich vorher noch ein bisschen mit Finn unterhalten. Ich wollte ihn fragen, wie lange er schon bei Hector ist oder wie er dazu kam. Seit ich mit der Schule durch bin, seit 2 Jahren. Er hat dich von der Schule rekrutiert? Ja, die Besten werden direkt von der Schule rekrutiert. Die Dümmsten machen durch bis zum Studium und landen dann in einem Konzern. Nicht mit mir. Ich bin Finn, ich bin schlau, ich weiß, wie es läuft. Antisystem. Aha. Guter Junge. Ja, Du scheinst für ihn wohl relativ wertvoll zu sein. Ich gucke ihn böse an. ja, natürlich bin ich wertvoll für ihn. Er hat mir immerhin so viel Möglichkeiten gegeben. Und ohne ihn wäre ich jetzt noch auf der Straße. Ich glaube, Finn versteht nicht, was der böse Blick zu bedeuten hat mit der wertvoll gemeint. Hä? Ich verstehe nicht. Er gibt mir alles, was ich will. Der hat mir sogar mal Zigaretten und Bier gegeben. Hat mir gefallen. Was würde er wohl geben, um dich wiederzubekommen? Er geht einen Schritt zur Seite zu einer der Wachen hin, die ihr dort seht. Ihr Nur seid die Neuen hypothetisch hier. gefragt, natürlich. Ihr seid die Neuen hier. Ja. Ja. Gut. Hector hat durchklingen lassen, dass Neue kommen. Die Olle da, zeigt auf die Alte. Die hat auch einen Namen, kleinen Moment. Nee, das ist nur der Aufseher, alles gut. Ja. Nennen wir sie Diana. Die wird für euch sorgen, dass ihr genug zu fressen habt. Wenn ihr keinen Ärger macht, kriegen wir keinen Ärger. Ich sorge dafür, dass euch keiner euren Scheiß klaut. Ich bin quasi in eurer Miete mit inbegriffen. Aber wenn ihr Ärger sucht, werde ich euch nicht helfen. Ich halte nur die Ratten aus dem Haus, wenn ihr versteht. Das ist aber sehr freundlich von dir. Danke. Also sind da jetzt mehrere Wachen oder ist jetzt nur der da alleine? Er ist alleine gekommen, aber ihr seht, dass viele, die ähnlich aussehen wie er, dort auch noch irgendwo in der Gegend sind. Möglicherweise ist dieser Turm aus Containern an mehrere Auftragnehmer vermietet. Wie heißt unser Bodyguard da nochmal? Ja, genau. Der Bodyguard, das war der gute Rost. Was? Rost, Wollte Rost, ja Ja, mal Horror ich haben. habe mal eine kleine Frage, Rost. Hört das hier Ja. alles Hector? das alles gehört Hector. Wir Hafenhauer arbeiten für ihn. Er hat sich hier den ganzen Komplex zu eigen gemacht. Verlorene Seelen, billig und willig, versteht ihr? Hier habt ihr eigentlich Ja. alles, was ihr wollt. Hier landen die, die sonst keine Chance in der Stadt haben. Hamburg ist ein raues Pflaster. Du scheinst ja guten Überblick zu haben. Wüsstest du, wo wir Werkzeug herbekommen für Arbeit? Werkzeug für Arbeit. Wollt ihr ehrlich werden oder was? Nein, aber für die Aufträge könnten wir uns eventuell mal ein bisschen eindecken. Ist kein Problem. Wenn ihr Waffen braucht, sagt Bescheid. Ich kenne ein paar billige Hehler. Das ist Habe gut ich zu eigentlich wissen. schon Pfeile oder nicht? Du hast ein paar Pfeile, ja. Außerdem, Okay. wenn ihr mal bei einem Auftrag irgendetwas findet, was ihr nicht braucht, sei es eine Pistole, ein Gewehr, ein Kommunikator, ein paar Goldzähne, bringt's mir und ich mache euch gute Preise. Zählen noch Elfen? Er guckt dich an, Julie. Du bist ja die einzige Elfe da gerade. Eigentlich, ich stehe mehr auf Menschen. Solange du Weiß zahlst, gar sag nicht. Bescheid.
Oder hin und wieder auch mal eine Trollfrau, aber an so Elfen ist nichts dran. Sag mal, habe ich jetzt hier einen Zuhälter oder was? Anscheinend ja. Er hat ja Du hast damit gefragt, angefangen. Er hat ja gefragt, was wir so unterwegs aufgabeln und eventuell nicht gebrauchen. Also Wa- Pistolen, was Werkzeug, hab ich gesagt? Elfen. Ich bin durchaus zu gebrauchen, Leute. Du bist durchaus zu gebrauchen. Der gute Finn geht dann auch mit euch hoch in euer Domizil hinein. So sieht das Ganze aus. Oh. Gratuliere. Ihr habt das erste Achievement bekommen. Ihr habt ein Ui, Bett. sehr schön. Ja, Die Blindzeit-Szene, mein eigenes Bett. Genau. Euer eigenes Bett. Also jeder von euch hat einen angeschweißten Container, der da drin ist, der Einfachheit halber. Dafür bezahlt ihr auch pro Nase. Also jeder von euch hat so ein Zimmer mit Bett, mit Ausblick auf den dreckigen Hafen und voller Müll und Eimer, die tropfenden Wasser aufbewahren. Und Aber wo können wir das das Ganze. Sind wir jetzt alle in einem Raum oder sind wir jetzt irgendwie alle in Ihr seid in unserem einem eigenen Raum? verbundenen Raum, also jeder von euch hat seinen eigenen Container, die aneinander geschweißt sind. Und da gibt es so einen Flurcontainer. Wart ihr mal irgendwo auf einem Proforma-Büro, wo so Container zusammengestellt Ja, ich worden weiß, sind? ich weiß ungefähr, was du meinst. Genau Ich so. will mal beide zusammenrufen. Ich will mal euch was fragen. Dann Kann frag einer mal. von euch ein Auto knacken? Ja, ich kann das. Kommt auf das Werkzeug Ah. an. Also ihr habt Erfahrung. Ja, Ich habe gar keine Erfahrung da drin. Ich wollte nur vorher wissen. Nicht, dass wir jetzt so Juli, vor einem komischen Nein. Auftrag stehen. dein Bruder könnte das locker, der ist nicht da. Das heißt, ihr müsstet. Mein Bruder? War das nicht dein Bruder? Nein, mein Mann. Ah, okay, dein Mann, okay. Die Das ist Elfen. bei Elfen das Gleiche. Ja, Da ist so alles ein Kreis bei euch. Du sagst, ist bei Elfen das Gleiche. genau, also ihr seid, keine Ahnung, Saarland-Elfen, das ist das Gleiche. Nein, also der könnte das als durchaus überhaupt kein Problem. Da er allerdings gerade noch mitten im Trip ist, weil, naja, er hat auch so seine Probleme, ist er gerade nicht da. Das bedeutet, knacken effektiv müsstet ihr den Wagen selbst. Es ist also etwas komplizierter, als wenn er da wäre. Ja, also brauchen wir tatsächlich jetzt Werkzeuge dafür oder Nein, reicht nicht unser notwendig. Geschick oder whatever? Geschick oder whatever reicht. Außerdem habt ihr bisher nur den Wagen und die Werkstatt. Ihr könntet das Ganze erst einmal ansehen, also das gebe ich mal so als Meistertipp, dass ihr dann ein Das paar Werkzeug vor Ort. Informationen einholt, auskundschaftet, wo ihr das Ganze macht. Also im Grunde die Fußarbeit vor dem Auftrag. Da wäre nämlich das nächste, dass ihr dann entscheidet, wie ihr das Ganze macht. Wir könnten ja sogar den Mechaniker bitten, uns den zu übergeben. So oder so. Mit einer Eisenstange müssen wir wäre nicht knacken. durchaus möglich, ja. Also das ist eine Also, ganz also das übliche Art. Auto ist in einer Werkstatt jetzt drin. Ja, wir müssen Das mit hat dem man- Wagen aus dieser Werkstatt raus. Wie ist noch offen? Aktuell Okay. wisst ihr nur, wo der Wagen ist und dass es in einer Werkstatt ist. Der nächste logische Schritt wäre dann quasi die Werkstatt erst einmal auszukundschaften. Sei es durch einen Bluff oder sei es durch Einbruch. Da bin ich ganz offen. Nicht so wie Celia, die ist total offen, aber gut, dafür hat Gunnar Spaß. Also Wenn ich wir würde- schon mal üben, wenn wir eventuell schon mal üben, ein Auto zu klauen, könnten wir da eventuell ein paar Sachen draus nutzen und wir könnten dann mit dem eventuell kaputten Auto in die Werkstatt als Vorwand. Ah! Also sozusagen eine Auto klauen, Idee. sagen, es ist im Arsch und ja, das klingt gut. Das wäre eine Das gute Idee, klingt ja. Ja, und wenn dein richtig Laptop auf dem gut. Beifahrersitz ist, dann kommen wir auch an Ja, Geld. das nehmen wir mit. Ihr Das ist alles gut. Könnt aber auch ohne Auto erstmal zu der Werkstatt hingehen und gucken, was da los ist. Der ist suspicious. Könnten wir auch. Wir könnten hingehen und mal einfach interesseshalber nachfragen, was denn so da was kostet. Genau. Ich würde mal so vorschlagen, wir gehen erstmal hin, gucken, was das so für eine Werkstatt ist. Und wenn es jetzt irgendwie so, oh, okay, wir brauchen ein Auto, knacken wir ein Auto und nehmen es mit. Oder wir gehen halt rein, wenn da jetzt nichts so großartig. Ja, lass mal gucken, ob das draußen oder drin steht oder so was. Ja, ja. Ja, zum Beispiel. Ne, dann würde ich auch sagen, wir Mhm. fahren jetzt mal hin und gucken uns da erstmal um.
Genau. Ja gut, aber wir genau. fahren erstmal hin. Haben wir schon ein Auto, da müssen wir für den Bus jetzt nochmal einen Huni bezahlen. Ihr habt kein Auto, aber ihr könnt dort zu Fuß hinlaufen. Das dauert ein bisschen, es regnet, ihr werdet nass, aber ihr müsst dort aktuell nicht bezahlen. So gemein bin ich nicht, dass ich euch für jede Frage quasi Geld aus der Tasche ziehe. Aber, wo wir gerade bei aus der Tasche ziehen sind, ihr kommt an diese entsprechende Werkstatt an und kleinen Moment, ich muss mal eben wieder hier rein. Ja, ich habe mittlerweile ein kleines Sortiersystem, darum muss ich hin und wieder ein bisschen klicken. Also, ihr schaut euch das Ganze an und guckt von einem gegenüberliegenden Dach eines verlassenen Lagerhauses. Der Wind pfeift, man hat euch noch nicht gesehen. Unter euch liegt das Ziel. Kalles Custom Karren. KKK, okay. Kalles Custom Karren. Eine kleine, unscheinbare Autowerkstatt im Industriegebiet. Tagsüber ist das Gelände belebt von Lärm, von Drucklufthämmern, von dem Geruch von heißem Metall und Öl. Und ihr schaut euch das Ganze an und nachts bemerkt ihr, ist das Ganze wesentlich ruhiger. Ihr könnt, wenn ihr dort seht, dass das America, was ihr klauen sollt, dort drin auf einer Hebebühne steht. Also die Tore sind offen, wir sehen das Auto. Ihr seht das Auto da drin und ihr könnt euch gerne weiter umschauen, indem ihr irgendetwas erwähnt. Baut niemals ein Auto direkt von der Hebebühne, das ist nicht gut, vertraut mir. Bock, 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 bock. Ihr könnt euch näher umschauen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr seid quasi in der Anguckungsphase. Sehen wir noch irgendwelche Leute da rumlaufen oder wie sieht denn das aus? Also ist das umzäunt oder? Sehr gute Frage. Du kannst gerne einmal würfeln, um das Ganze. Du kannst also spezielle Fragen stellen. Du könntest jetzt aber auch sagen, okay, ich gucke mir das Ganze an. Auf Zum Wahrnehmung Beispiel würfeln oder? mit Wahrnehmung würde das zum Beispiel durchaus gehen. Okay, ich mach Wahrnehmung. Ja, nehme er wahr. Und würfel mal. Gott, sieht schlecht aus, ne? Du hast 8 Würfel, du hast privat gewürfelt, das sehe ich nicht. Du musst schon auf öffentlicher Wurf Ach so. klicken, sonst sehe ich nichts. Wie mache ich denn das? Wahrnehmung? Du hast unten ein, so, hier einmal rein, da kannst du auswählen. Die Welt ist öffentlicher Wurf, privater SL-Wurf, verdeckter SL-Wurf und Männchen ist privater Wurf. Du müsstest einmal auf die, hier. Warte mal, kannst du mir das mal bei dir zeigen irgendwie? Du hast hier, wo mein Gesicht ist, hast du ganz unten, wenn du auf die Nachrichten eingehst, Okay. Nachrichten. und dort hast du öffentlicher Wurf, ganz vorne die Weltkugel. Ja. Ich habe jetzt einmal so aufgeklickt. Da draufklicken, genau, und dann noch einmal bitte auf Wahrnehmung. Und dort, wenn du Sag mal, das, ob einstellen das kannst. Guck mal, ob das jetzt geht. Jetzt sieht man es auch. Ah, okay. So ist das nett. Ein Jetzt ist noch Erfolg. schlechter als vorher. Ah, doch. Ja, noch schlechter Ein als vorher. aber Erfolg. gut. Okay, du hast einen Erfolg. Du kannst dort sehen, dass dort einige Sicherheitsmenschen um diese Werkstatt herumlaufen. Einige, also 1, 2 sehe ich nicht, also weiß ich Aktuell nicht. siehst du dort 2. Wenn du länger hinschaust, siehst du 2. Du hast eine 1 gewürfelt, du siehst 2. Okay. Ja. Sehe ich Ihr auch könnt- irgendwie den Besitzer von denen? Oder also den Mechaniker? Du siehst, dass dort drin auch noch Leute sind, aber mehr kannst du dort nicht sehen. Mit 1 erkennt ihr dort auch, dass tagsüber Betrieb ist und ihr könnt euch denken, dass nachts weniger los ist. Aber mit Judy, was 1 hast du auf Wahrnehmung? Judy, Hä? Entschuldigung, was? was hast du auf Wahrnehmung? Moment. Ich habe 5. Du kannst es auch probieren, also das ist nur die Würfelanzahl. Scheiße, Ja, Würfel versuch. gehen immer. Ja. Ich würde sagen, versuch doch mal. Ach so, Also warte. ich, Moment. Das heißt, Moment. Hä? Das heißt, welche Zahl ist ausschlaggebend? Im Kästchen oder daneben?
daneben die große. Du musst einfach nur auf Roll würfeln und dann Ja, das würde ist der cool. automatisch 5 Würfel würfeln. Okay, mach ich mal. Das ist immer im Weg. Ich muss mal gucken, dass ein bisschen. Ja, die Würfel liegen immer auf dem Ergebnis. Aber du hast 3 Erfolge, das ist sehr schön. Du merkst, dass dort hinten noch weitere Wachen sind. Tagsüber ist das Gebäude sehr gut belebt. Du merkst, dass da ein Schild ist, von wann bis wann die arbeiten, und zwar von 8 bis 18 Uhr. Das hat Rick übersehen, weil er woanders hingeguckt hat. Und du kannst sehen, dass danach möglicherweise das Ganze geschlossen wird. Und wenn du dir das Ganze anhörst, bei 3, du könntest ein bisschen näher rangehen und versuchen, mit den Wachen zu sprechen. Oder denen zuzuhören. Vielleicht hören die da was Ordentliches. Da brauchst Ich du wäre nur sogar normal dafür, dass würfeln. das Late macht, weil Julie heute nicht so wirklich fit ist mit ihren Charisma. Sie hat Was? mit Ich weniger hab Würfeln was? besser wahrgenommen als du. Was? Ja, und Ja, was aber soll das ich Charisma sagen? ist Ja, so aber Ich hab wichtig. den, wir ich reden hab vom den Ork Charisma. am Anfang, wie hieß der nochmal? Gunnar. Hallo? Ich hab den gezähmt. Ja, Ja. und ich hatte einen Fünfjähriger begrapscht. Also, hält sich 10. die Waage. Ich frage mich, ob Gunnar hier noch Arbeit als Sicherheitschef bekommen, als Sicherheitstype bekommen könnte. Oh, das wäre auch eine Idee, ne? Also, ihr geht oder einer von euch geht zu den Wachen hin. Ja, genau, ich Ich frage mal die Wachen, wollte sagen, also ich was würde so im geht. Hintergrund bleiben. Das ist jetzt nicht dann so auffällig, wenn da Okay. viele Leute hingehen. Ja. Boah, Rick, das ist Diskriminierung. Also, wenn ihr mit Kalle reden wollt, müsst ihr reingehen. Ich bin hier nur Wache, dass keiner klaut. Ihr wollt doch nicht klauen, oder? Nee, das Ding ist, ich und ein paar andere sind so aus der Wohnung geflogen und ich kenne da einen Ja. Ork, der sucht Arbeit. Und ich habe mich gefragt, ihr als Sicherheitsteam, seid ihr komplett? Wir sind komplett. Wir lassen keinen anderen ran hier. Wir Das ist mies. brauchen Also schön keinen für euch, neuen. aber das ist natürlich miese für den Gunnar. Ja, hat Und sonst so Gunnar oder gut? Pech. Ja, klar. Wir werden ganz gut bezahlt und hier ist wenig los. Wir haben nachts Das ist schön. zwar alles dicht gemacht und haben da auch Wachen stehen, aber im Grunde ruhige Gegend hier. Oh, da rostet man doch richtig ein, ne? Ja, na klar. Aber hey, besser so als ein hartes Leben auf der Straße und irgendwie nur dem nächsten Job hinterher zu rennen. So kriege ich wenigstens Ja, jeden oder? Tag was zu fressen und naja gut, die Mädels hier sind ja Ja, auch kannst ruhig billig. Kugel schieben. Ja, genau. Was ist wichtiger? Nice. Jo. Nice. Und Kalle selbst, bräuchte der noch Arbeit? Hat der noch Muss den mal Arbeit? fragen, der ist drin. Der werkelt gerade an so einem Scheißkarren von irgendeinem Konzerner. Ist aber gutes Geld. Der sorgt dafür, dass ich ordentlich was ins Maul krieg. Das ist natürlich immer nice. Da hinten meinst du? Jo, geh einfach mal rein. Dann geh ich rein. Ihr anderen bleibt ihr draußen oder geht ihr mit rein? Nee, ich Ich geh mit. bin noch draußen halt, ja. Ich geh mit. Du bist noch draußen, Alter. Okay. Das ist ja nicht so deep. Ich geh mit. Ich muss mir die Assi-Sprache abgewöhnen. So, du gehst mit. Sehr schön. Ihr seht das America. Wow. Ich steig sofort an und fahr weg. Und da seht ihr, nee, den seht ihr dann nicht. Kleinen Moment. So was Peinliches. Habe ich das falsche Bild reingepackt? Ich dummer Jens, ich sollte mich schämen. Sieht ja fast so aus wie Eleanor. So, und wir haben hier einen Kalle, der noch ein bisschen groß aussieht. So. Jetzt sieht er ein bisschen klein aus. Und die Gegend ist auf jeden Fall sehr orklastig, ne? Ja, das ist Hamburg. Was ich mich gerade frage, frag mich, ob der Sicherheitstype noch andere Aufgaben entgegennimmt, ob man den eventuell weglocken könnte. Ja, auf jeden Fall, ihr seht dort hinten den guten Kalle. Ja, was kann ich euch tun? Was braucht ihr? Moin Hab grad erstmal. Moin. Willst du noch ein Fischbrötchen oder was ist? Hi. Oh, hi. Wir schlendern hier nur so lang und suchen nach Arbeit.
Arbeit habe ich nicht. Ich habe selbst genug Arbeit, aber keine für euch. Seht ihr die Karre hier? Ich krieg gut Kohle, wenn ich da eine Nitro-Einspritzung einbaue und so weiter. Zählt technischen Kram. Da könnt ihr gerne einmal würfeln, aber er ist mit dem Ganzen auch gut fertig. Das Ding ist kurz davor, um abgeholt zu werden. Ich sehe schon den Reibach. Morgen früh wird das Ding verschifft über die A7. Dann kriege ich meine Kohle. Scheiße. Nett, ja. Ja, super Karre. Guck dir mal die Reifen an. Ist noch echte Qualität. Nicht so den Scheiß, den du heute kriegst. Kann ich auch Wahrnehmung würfeln für die ganze Werkstatt? Du kannst auf Wahrnehmung würfeln für die. Ihr könnt jederzeit irgendwelche Talente einsetzen, wo ihr meint, dass ihr einen Vorteil von bekommt. Ja, Das ist aber auch wie Rolle geht das? Ich davon. hatte das eben ein bisschen verpasst. Wie machen wir das? Du drückst auf deinen Charakter, wenn du dort rechts auf den Charakter Doppelklick machst. Also ich hab meinen Charakter hier vor mir mit dem Okay, Sheet. perfekt. Dann klickst du auf Fertigkeiten, dann siehst du ja verschiedene Ja. Würfel mit Werten. Und bei Wahrnehmung hast du 10 Würfel zur Verfügung. Damit kannst du natürlich ordentlich gucken. Und wenn du dann auf Roll klickst und nicht im privaten Rollmodus bist, kannst du dort automatisch eine bestimmte Anzahl an Erfolgen würfeln und je nach Erfolg wirst du dann Informationen bekommen über die Werkstatt. Okay, Erst also einmal dann klicke ich musst mal du drauf. auf Roll und dann auf Würfeln. Also ja. Scheiße. 2 Erfolge. Also, du merkst, er zeigt dir so den Wagen. Du siehst, dass echt Ledersitze sind das, so komplett schwarz. Du merkst, dass dort hinten auf der Rückbank so Massagesitze eingebaut worden sind und leichte LEDs in Neon. Also, wenn der wen mitnimmt, hat der hinten was anderes vor. Das ist so eine typische Karre, die üblichen Wünsche, dass irgendein Mittelklasse-Management-Konzerner einen Wagen kriegt, mit dem er auf der Straße Weiber aufreißen kann. Also du merkst eindeutig, alles ist darauf raus, um damit rumzuprotzen auf der Straße und Frauen aufzureißen. Sieht Also er jetzt du aber siehst- nichts von der Werkstatt, also nur das Auto? Ja, er hat So eine scheiße, scheiße, dass der morgen schon irgendwelche verschifft wird. Sicherheitssysteme oder solche Dinge? Nicht bei 2 Erfolgen. Okay. Nee. Also nur das Auto, gut. Ja, ich wollte es wissen, Aber gerade, wir weil wissen- er sich sehr Genau. aufs Auto konzentriert hat. Aber wir wissen, dass der morgen schon verschifft wird. Das ist natürlich scheiße. Dann Und würde wir ich hätten uns vorher eindecken mal, sollen. würde ich mal vorschlagen, dann würfel ich auch nochmal auf Wahrnehmung, ne? Ja, Mhm. das sieht bei dir mit einem Erfolg anders aus. Du merkst, dass der gute Kalle dir auf den Arsch guckt. Ja, toll. Mehr nicht. Sich nicht so weit in das Auto reinbeugen sollen. Warte. Der guckt mir auf den Arsch. Alles klar, ich drehe mich Ja. zu ihm um und sage, gucken kostet. Was gibst du mir? Immer diese Elfen. Immer diese Elfen. Schlimm. Zum Glück bin ich nicht da. Ich bin draußen. Zum Glück ist Lass Rick mich mal draußen. Hey, ist ja gut. Ich dachte, was wollt ihr überhaupt hier? Hier, er zeigt auf die Wache. Er hat mir gesagt, dass ihr eine Frage habt. Und jetzt fragt er mich hier aus. Er wird langsam misstrauisch. Ich hab nur nach Arbeit gefragt. Ja, ich habe keine. Ich habe genug, dass der Wagen, wenn er abgeholt wird, bewacht wird. Er zeigt wieder auf den Ork. Ja, machen wir. Und bis dahin ist das Ding hier auch sicher heute Nacht. Danach kann ich Aufträge annehmen. Also wenn ihr mit eurer Karre herkommt, ist das überhaupt kein Ding, dass ich da mal durchwischt. Das sagt er ziemlich verächtlich. Nach dem Motto, dass ihr eh nur Dreck macht. Ich habe mal eine kleine Frage. Ich bin jetzt draußen, ne? Du bist Sehe ich da draußen. noch irgendwelche Leute, Autos, irgendwelche Sachen? Du siehst, dass dort insgesamt 3 Wachen sind heute. Nee, ich Eine meine, Wache- nein, nicht diese Wachendinger. Also außenrum stehen da irgendwelche Autos, weiß nicht, Obdachlose oder Leute, die vorbeigehen. Dir fällt auf, dass es ist ganz normale Beschäftigung, ja, aber dir fällt auf, dass von den Wachen eine besonders faul ist. Ja. Okay, Also, nee, gut, ich würde jetzt erstmal warten, bis sie fertig sind, weil ich habe eine Idee dann. Okay.
Also, Was? habt ihr drinnen noch irgendwelche Fragen oder wollt ihr nach irgendetwas schauen? Wollt ihr Ja, weitere Fragen fragen? Ja, ich bin ganz Ohr. ja. Guck ihn weiter an. Geh um das Auto. Rumpf die Nase, guck die Typen an und frag sie, was Ja. würdet ihr davon halten, wenn das Auto und die Nitrospritzanlage von dem besten Programmierer der Stadt programmiert werden würde? Wurde sie schon, von mir. Okay, dann von den 2 besten Programmierern. 2 sind besser als einer. Nein, zu viele Köche verderben die Köchin. Boah, mach's mir doch nicht so schwer. Ich will auf das Angebot zurückkommen. Dann wird das Welches? Auto aber wertvoller, du Vollidiot. Nicht du jetzt Nein, das Ding ist fertig. Das wird heute Nacht, steht's noch hier, morgen wird's abgeholt und dann bin ich's los. Dann kriege ich meine Moneten und dann ist Ja, hier dann kriegst du alles mehr im Geld. grünen Bereich. Kurze Frage, es ist nicht zufällig doch früher am Morgen, sodass ich am gleichen Tag noch mit dem Auto vorbeikommen könnte? Morgen kannst du vorbeikommen. Heute ist der hier da. Das Auto wird aber Aktuell, wertvoller, ergo kriegst du mehr Kohle. Du willst nicht mehr ich Geld? krieg genug Kohle. Das ist abgesprochen. Ich hab meinen Teil schon. Keine Bange. Du willst nicht mehr? Ich krieg Das ist dumm. genug. Ich hab gute Kontakte zum Konzern. Die machen mir keine Scherereien. Wenn ich Ersatzteile brauche, kriege ich sie schneller, als wenn ich im Laden bin. Die bezahlen mich besser als nur mit Geld. Aber wenn dir so viel an dem Wagen liegt, ich kann dir, wenn du willst, den einen Kontakt hergeben. Dann kannst du hinten sicher mal mitfahren. Wann jetzt? Ah. Den Nein, Kontakt geben, ja. ich gebe den Kontakt, falls der Ja. Besitzer von Ja, dem ja, Wagen wann? dich mal mitnehmen will. Ja, das Ich würde sagen, nimm an. ja, natürlich, wäre 'ne Notlösung, falls wir das diese Nacht nicht schaffen. Nee, dann können wir nämlich auch dann. sofort wieder rausgehen, wenn wir die Nummer haben und den anrufen. Hab da einen Plan. Ja, Hat da einen okay. Plan. Ich hatte ja eigentlich jetzt auch 'n guten. Dann hätte ich den nämlich, zu meinem Bruder Wir können, Schrägstrich Mann gefahren und dann hätten wir den wegbringen können. Genau, könntest du genau. nicht noch würfeln ähm, auf Charisma oder irgendwie so ein Ding? nein. Sie hat sich genug in den Wagen gebeugt und dadurch, dass er ihr auf den Arsch geguckt hat, hat sie da genügend Aufmerksamkeit von ihm erzeugt, dass er blöd aus der Wäsche gequatscht hat. Das passt schon. Okay. Also ich sehe gerade, entsprechend- dass ich schlechter Lügner bin, deswegen würde ich euch gerne in den Plan einweihen. Aber was haltet ihr könnt- davon, wenn wir den Kontakt anrufen und so tun, als hätten wir den Wagen geklaut? Für Lösegeld. Ja, aber Für- würde das aber was bringen? Oder ich mache einen auf emotional. Das könnte man ja auch könnte der es ja auch in der Werkstatt bezeugen. Ich mache einen auf emotional und sage dann, das Auto, so 'n ähnliches Auto hätte mein Vater gefahren und, lasse dann so 'n bisschen, Künste wirken und, wenn wir beide Das- im Auto sitzen, könnte ich ihn betäuben. Also das Auch Ding, eine warum gute ich den Idee. anrufen würde und auf Lösegeld bluffen würde, ist, dass wenn der denkt, dass der Wagen geklaut wurde, die Abholung anders abläuft. Also ich hätte zum Beispiel jetzt noch eine einzige Idee gehabt. So, wenn ihr draußen seid, irgendjemand liegt in der Nähe Feuer, wo der an der Werkstatt, damit das Auto erstmal rauskommt und nicht in der Werkstatt drinnen bleibt. Richtig, wir müssen wir die dann schon Abholung mal- irgendwie sabotieren, damit der Plan gestört wird, damit es leichter zu klauen ist während der Abholung. Ja, also in der Werkstatt wäre vielleicht noch ein bisschen doof halt. Ja, guck Ja, doch der die muss schon Tür von sich an. aus vor allem von der Hebebühne runter. Darf Guck ich doch mal einmal die Tür unterbrechen, auf ganz oder das kurz? Tor an. Ja. Erstens, late, es ist 20:20 Uhr. Du wolltest ja gleich irgendwo hin. Nicht vergessen. Zweitens, wenn ihr dort aus dem Ganzen rausgeht, geh wieder einmal, da könnt ihr euch natürlich durchaus wieder unterhalten. Ich aktiviere diese Szene einmal. Der gute Wachmann ist jetzt drin, Mann. Und
ihr habt an den Informationen, die ihr bekommen habt, ich werde euch dabei ein bisschen leiten diesmal, dass ihr den Wagen entweder in einem Nachtangriff klauen könnt. Dafür habt ihr spärliche Informationen bekommen, aber ihr habt Informationen bekommen. Und die zweite Möglichkeit, die ihr dort habt, wäre ein Überfall auf der A7, wenn der Wagen abtransportiert wird. Diese Ja. beiden Ja, aber Informationen habt ihr das, effektiv rausgehört. das Problem an dieser A7-Ding ist halt, dann bräuchten wir auch ein Auto oder vielleicht mehrere oder so. Ich bin Richtig. sicher, Das dass wäre wir. aber auch eine gute Exit-Strategie für mich heute, dass mein Charakter sich quasi jetzt zurückzieht, um ein paar Sachen zu beschaffen. Ja, Ja, die anderen stehen dann alleine vor der Möglichkeit. Also der Nachtangriff, wenn ich euch helfen darf, ach so, würde warte mal, aber ohne. wartet mal ganz kurz, bringt es dann, wenn jetzt noch Late weg ist, weiterzumachen? Ja, klar, das ist Großartig? nur. Also die Frage, also je nachdem, wie weit ihr dann noch macht, müsst ihr schon einen anderen Plan haben. Dann komme ich ja dann anders wieder. Ob ich jetzt vor dem Überfall oder nach dem Überfall wieder mit dabei bin. Ja, Genau. es ist halt die Frage, ob ich und Julie das jetzt einfach durchziehen nachts oder wir warten bis zum nächsten Morgen. Nur was machen wir dann in der Zwischenzeit? Also, Das wäre wie halt das gesagt, ihr Ding. Das wüsste ich könnt, weil jetzt es das nicht. Startabenteuer ist, das ist relativ kurz, könnten wir das zu zweit auch wieder, könnten wir das zu zweit regeln. Zurzeit ist wieder ein bisschen laggy, okay, das ist, aber Verluste habe ich keine. Das ist sehr komisch. Ich muss an der Bandbreite nochmal arbeiten. Das ist noch auf der alten Leitung. Also Verluste durchs Netzwerk habe ich keine. Jetzt wieder besser, okay. Wie gesagt, wenn ihr zu zweit weitermachen wollt, du bist für den ganzen Tag heute weg, Late, ist das richtig? Ich bin heute weg. Ja. Okay, gut. Also wenn ihr wollt, können wir das zu zweit weitermachen. Zu zweit wäre der Nachtangriff besser. Da Ja, helfe ich Ja, euch mal. das, Insbesondere da Peter nicht da ist, der wäre beim A7-Überfall sehr hilfreich. Sondern wäre das nämlich das Leichtere. Da er nicht da ist, würde ich den Nachtüberfall empfehlen. mhm. Weil ohne Rigger ist das immer blöd, weil er könnte dann zum Überlegt, wie lange. Beispiel. Ich überlege, wie lange macht ihr heute noch? Meist bis 10. Also Ja, ich ja. denke mal eine Ah. Stunde, dann sollten wir durch sein. Okay. Nee, aber um 10, weil ich hatte überlegt, ob ich schon später wiederkomme, aber um 10 komme ich gerade erst an. Ja, okay, bis 10 sind wir höchstwahrscheinlich relativ durch. So viel ist nicht mehr. Mhm. Weil es ist nur noch, dass ihr den Angriff schafft und dass dort, naja, entweder euer Begräbnis oder die Übergabe kommt. Ja. Mhm. Also ich Nee, schlage dann- so, Julie, wir würden es nicht versuchen. Ich hätte eine kleine Idee vielleicht noch. Ja, klar. Eine kleine Idee, okay? Ja. Also dann macht ihr jetzt den Auftrag und wir teilen das Geld nachher durch 3 oder ziehe ich mich jetzt, Ey. muss ich mich jetzt quasi dann rausziehen, wenn ich jetzt weggehe, oder Nein, bin ich du passiv bist- dabei? Du bist Autopilot. passiv dabei. Ihr kriegt eure Ah. Belohnung für 3. Ja, alles obwohl in ich würde Ordnung. ja, achso, ich würde ja gesagt, so rein theoretisch könnte ja Late theoretisch jetzt weg sein, weil er den Auftrag für morgen früh macht. Aber wir schaffen es schon heute, oder? Also das wäre jetzt auch Genau, so genau. Das, wie gesagt, der kann einfach dann Auto weg, weil Real Life geht vor, leider. Nee, also ich bin jetzt quasi im Spiel noch weiter dabei, aber auf Genau. Autopilot. Genau. Ja, das ist cool. Also, ihr habt viel zu wenige Informationen bekommen. Und die Kamera sollte er ausmachen, wenn er rumläuft, aber okay. Wir wechseln dann einmal. Ihr entscheidet euch für den Nachtangriff. Also Ihr habt echt ich den würd, Kontakt nicht angerufen. Nein, haben sie ja, nicht. das ist halt diese Frage, habe ich mir auch schon überlegt, aber sagen wir mal, wir haben das Auto geklaut, sagen wir zu ihm, ne? Ja, dann Ja. ruft er in der Werkstatt an und das Auto steht ja noch. Also Ja. ich weiß nicht, was das bringen würde, halt, dieses. Das ist richtig. Erstmal. Das ist natürlich ein Punkt. das Ja, ich würde wollte nichts ihr bringen. irgendwie aufscheuchen, irgendwie Panik, dass er seinen guten Plan verwirft und einen zusammengeschusterten Plan dann, dass wir den Da es einfacher durchqueren heute können. die erste Runde ist, lasst euch eines sagen. Wenn ihr dort sagt, wir rufen an und
dass der Wagen geklaut ist. Der findet raus, dass der Wagen nicht geklaut ist. Werden die Wachen erhöht, weil dann damit gerechnet wird, dass der Wagen geklaut wird. Also egal, was ihr macht, es wird gegen euch verwendet werden. Okay, also Mhm. jetzt mal so den einzigen Plan, den ich jetzt hätte. Ich würde jetzt zu einer Bar gehen, Bier kaufen, zurücktorkeln. Mich hatten die ja noch nicht gesehen. Das Bier an die gleich checken, damit sie ein bisschen müde werden. Und dass wir versuchen dann halt nachts nochmal einzubrechen, um das Auto rauszuholen. Das wäre jetzt mein Plan. Also du willst die Da musst du aber Wachen, Wodka holen. du willst die Wachen ja, nochmal Bier. aushorchen. Habe ich das richtig gehört? Was will ich? Du willst die Wachen nochmal aushorchen. Nee, nicht ausräuchen. Ich gehe da einfach jetzt hin mit ein paar, was weiß ich, mit einer Flasche Wodka. Diese Quatsch sozusagen noch hier, könnt ihr. Und ich gehe wieder weg. Wie viel New Yen gibst du aus für den Wodka? Wie teuer ist denn Oder- der Wodka? Das kommt drauf an, wie viel du ausgibst. Je mehr du ausgibst, desto besser die Qualität. Ja, mach, komm. Du hast es doch. Ja. Ja, warte mal. Ich hab das Geld nicht zum Verschenken da, ne? Deswegen bin ich Ja, reich. aber hallo, du setzt es ja effizient ein. Also ich würde halt auch nicht. ich würde halt einen nehmen, der auf jeden Fall sehr hochprozentig ist. Sehr Ja. hochprozentig. Ich nehme dir das mal Und vielleicht noch mit 500 einem guten Namen sozusagen, damit es so, Ich nehme dir dann der einmal sitzt. 500 New Yen raus und du Ach gehst du dorthin. Scheiße. Ich habe noch Quaaludes von der letzten Runde in der Tasche. Okay. So, du hast jetzt einen recht guten Fusel dabei. Du gehst zu den Wachen hin und Genau. ja, Ich was wür- sagst ich du wür- denen? Also ich würde schon so recht betrunken wirken. Mhm. Weiß nicht, müsste ich da auf irgendwas würfeln oder wäre es jetzt. Du kannst durchaus auf etwas würfeln. Ich würde. Also ich sag mal so, mein Plan wäre, ich gehe jetzt so ein bisschen angetrunken hin, quatsche sozusagen so angetrunken voll und sage, hey, ich habe hier noch einen Wodka für euch, drück einen in die Hand und torkel dann wieder auch weiter weg wieder. Also Du ich würde jetzt darfst gar nicht mal so auch über großartig Reden da. würfeln. Du darfst auch über Reden würfeln. Du Ja, das jetzt bekommst. überreden, weil ich würde jetzt nicht Warte. überreden. Ja, es gibt kein Verarschen-Skill richtig so in der Art. Du kannst aber durch den Schnaps deinen Pool modifizieren um 2. Also du hast ja, wenn du Überreden war's, dort auf ne? Ja. Würfeln klickst, hast du ja Pool modifizieren und dort bekommst du 2 plus, die du durch den Fusel quasi Bonus bekommst. Also Pull-Modifikation drücke ich mach ich auf 2. Genau. Ne? Gut. Ja. Und ich würfel. Und du siehst, da kommen direkt mehr Würfels und 3 3 Erfolge. 3 Erfolge. Okay, das ist eine gute Sache. Ey, Sollte doch danke, gehen. Junge. Ist echt ein Ja. scheiß Wetter heute. Da ist was Gutes, Ja. wenn was Warmes im Bauch ist. Er nimmt die Flasche und Lasst es euch schmecken und ich torkel dann wieder weiter weg. jo. Na, du hörst, wie die zwei Wachen sich unterhalten und könntest dort, du bekommst dann mit, dass sie sich unterhalten, du lässt die Flasche da, das ist super. Das Ganze würde so aussehen, also, morgen wird das Ding abgeholt. Ja, genau. Ja, dann haben wir nur noch, dann haben wir morgen ja unsere Ruhe. Ja, auf jeden Fall. Und heute Nacht passiert auch nichts? Nein. Wir haben Beißer, der ist da. Ah, okay, Beißer ist super. Da muss ich mir keine Sorgen machen, dass der Faulpelz wieder verschläft auf der Wache. Nein. Wer ist Beißer? Weiß ich nicht, kannst hingehen und fragen. Du hast gesagt, du lässt die Flasche da. Die saufen und reden. Ja, okay, ich torkel nochmal zurück. Hey Jungs, ich will noch mal einen Schluck nehmen. Und wer ist Beißer? Euer Kollege? Nee, Beißer ist der beste Mann hier. Wir haben einmal Manni, den Faulpelz, der zeigt auf einen fetten Ork, der da hinten liegt. Der hat Nachtschicht heute. Und ein Hund. Und Beißer ist unser bester Mann hier im Team. Ist ein Cyberdobermann. Der ist verbessert Sag worden. ich doch, ein Hund.
Ein Cyber-Dobermann, nicht mal ein richtiger. Also gleich der Terminator unter den Viechern, okay. Warte, ich guck mal eben. Du bist recht besoffen und so, müssen wir einmal. Zack. Ich muss noch einmal ganz kurz wieder zu euch. Szene anzeigen. Er pfeift einmal und dann kommt ein Cyber-Dobermann angelaufen. Oh Mann, wir brauchen Wir brauchen einen Hacker. Reagiert der auf hier Dings riesen Fremde. Schinkenknochen oder sowas? Ich weiß nicht, ob der auf Schinkenknochen. Kannst ihn ja mal fragen. Ja, nee, oder ist das jetzt wirklich so ein Halbroboter, den man Ja. quasi. Das ist ein anders Dobermann, der verstehen verstärkte Augen und verstärkte Körperteile reinbekommen habe. Seine Zähne wurden mit Stahl überzogen und sein Gehör wurde verbessert. Das ist ein Cyberhund. Ja. Es war mal ein Dobermann, jetzt ist es. Also ich wie ich heißt bin ja der? noch da. Dokocop 3000 oder sowas. Also ich bin ja jetzt noch. Also ich, also ich bin ja noch da jetzt bei denen, ne? Du bist da und Ich schnüffelt an dir. habe doch hier Biotech habe ich ganz gut. Wen für ein Tech? Biotech. Biotech. Ja, Ja. du hast Biotech, korrekt. Könnte ich mit einem guten Wurf irgendwas beeinflussen jetzt an ihn oder würde er mich wegbeißen sofort? Das wäre, du kannst gucken, was er genau für Implantate hat, aber das andere wäre zum Beispiel Cracken oder auf verschiedene Fähigkeiten Da habe ich in der 0. Matrix zuzugreifen, aber da hast du leider nichts, was da passt. Du hast quasi. Und was hast du denn? Was? Julie, was hast du denn da für Cracken oder Matrix oder sowas oder mechanisch? Ja, ich guck grad schon. Also ich bin Hat gut sie in. auch nichts. Nee, ich bin gut in so Hexereigeschichten aber Also, Elektronik und so ein Scheiß bin ich doch voll die Nische. Den Charakter, der euch bei dem Hund hätte helfen können, wäre Peter. Ja, Okay, richtig. okay, Das habe ich okay. ja eben gesagt. Mein Mann fehlt. Der hätte den locker hier kurz schließen können oder so. Keine Ahnung. Aber du siehst, das ist immer noch größtenteils Hund. Also mit einem schönen Schinkenknochen oder sowas wäre der Hund happy. Ja, komm, versuchen wir, oder? Ja gut, ich gehe jetzt. Warte. Können wir in den Schinken nicht irgendeine eine Substanz reingeben oder eine Tablette, die den betäubt? Also Sehr gute Wahl. Das ist natürlich möglich. Ihr wisst, dass dort ein Hund ist und ihr könntet euch entsprechend vorbereiten. Ihr könntet eine Ja, schöne also gut, Wurst nehmen. ich gehe wieder zu Julie erstmal. Ja, du gehst wieder zu Julie und die beiden sind im Hintergrund. Achso, warte mal kurz. Wird jetzt der Alkohol einen Einfluss auf die beiden auch noch haben? Also ja, rennen die dann irgendwann weg und wir haben die weniger als Gegner? Oder? Nein, das nicht, aber du hast rausgefunden, dass die nicht in der Nachtschicht sind, sondern die ruhen sich aus, weil sie morgens den Wagen wegbringen. Was ihr So, dort und der Ante war rausgefunden der Nachtschicht, der Faule. Der faule Manni okay. Wie heißt der? Da ist ja 500 für die Info, dass ein Köder da ist. Meine Fresse. Und dass eben hier Dogocop da ist. Ich glaube, den Namen. Dobocop. Geil, Ja. Dobocop. Robocop. Genau. Ja, wo kriege ich denn die jetzt den Schinken mit dem Betäubungs-Dings her? Ihr könntet ja noch einmal zu eurer Blechbehausung gehen mit der Köchin. Die kann euch ja vielleicht mal ein Süppchen kochen, dass ihr auf einen guten Gedanken Bin ich kommt. doof? Ich bin doch Ja. doch genug Drogen. Ich habe doch Drogen, oder? Ja, wir du haben bist kein oft Fleisch. genug auf Drogen, genau. Ihr braucht also nur eine Wir nehmen einfach den Wurst. kleinen Jungen mit als Futter. Oh, sehr Oder gute ihr Idee. verfüttert Finn, das geht auch. Nein. Aber können wir mal kurz Pause machen? Ja, Wir bitte. können noch einmal ganz kurz in den Pausenscreen gehen. Wir sind gleich wieder da, ihr Lieben. Was ist, wenn er das trotzdem merkt? Ihr Lieben, wir sind wieder da und Ja, dann müssen wir durchkämpfen. genau. Ihr hattet Informationen. Ihr wolltet jetzt zu der Köchin gehen und ihr noch mal ein paar New Yen in den Rachen stecken, damit ihr ein Stück Fleisch bekommt. Das gibt's gratis von der Guten. Ihr bezahlt ja immerhin Miete dafür.
Ihr kriegt also quasi so ein Fischbrötchen von gestern. Dann haben wir in der Pause, haben die beiden einen Plan geschmiedet. Und dieses Fischbrötchen wird bestrichen mit einer Art Angel Dust, was im Grunde dafür sorgt, dass der Hund gut schlafen wird. Du kannst gerne einmal, um sicher zu gehen, dass dem Hund nichts passiert, einmal auf Biotech würfeln. Das kann am besten Rick machen, weil er da wesentlich besser ist. Du würdest, Ja, da aber dir die gute Julie hilft, das Ganze zu finden, würdest du quasi nochmal einen +2 bekommen als Hilfe von ihr. Damit ihr ja den gut, Hund nicht aber umbringt. ist das uns wichtig? Sollte es. Okay. Sehe Das ich ist den ein Erfolg Hund. wieder. Ihr habt 2 Erfolge, das reicht, um dem Hund eine Dosis zu geben, dass der sehr schnell umfallen wird, sobald er das alte Fischbrötchen gefressen hat. Sehr gut. Der arme Kerl, genau. So, dann würde ich halt sagen, ne, wenn alles so mehr oder weniger vorbereitet ist. Die einzige Sorge, die ich mir tatsächlich die ganze Zeit mache, ist, wer macht das Tor dann auf und wie kriegen wir das Auto raus? Da könnt Also ihr ich im fahre, das ist klar. Zweifelsfall, eventuell findet ihr einen Schlüssel, keine Ahnung, den wird er haben. Okay, das Das könnte man Auto steht theoretisch, da. ne? Also, da Also, macht ihr euch Ich Sorgen. fahre. Hallo. also ich würde dann sagen, wir würden dann halt wiederkommen, wenn die Werkstatt geschlossen ist, ne? Und dann uns erstmal Ihr umgucken. kommt wieder, wenn die Werkstatt geschlossen ist. Das ist ein sehr schöner Hinweis. Ihr kommt wieder, wenn die Werkstatt Rick- geschlossen ist. Rick, du suchst den Schlüssel, ich fahre. Ja, das kann ich dann fahren. Und ihr seht Erstmal dort, wie müssen wir an den Terminator-Hund vorbeikommen, aber ist okay. ihr seht dort, wie Manny seine Runden dreht. Er sieht missgelaunt aus, dass er dort alleine wachen muss. Und der gute Hund. Da könnt ihr sehen, dass wie hieß der Hund nochmal? Oh Gott, wo war der Hund? Beißer, genau. Beißer passt dort auf Ja. und schaut, dass niemand auch nur in die Nähe des Zauns kommt. Sobald ihr seht, wie da so der generische Hamburger Penner am Gatter vorbeiläuft, kommt der Hund sofort. Also wie ihr das so aus den Tom und Jerry Filmen mit Spike kennt. Ich hab mal, also ich würde erstmal gucken, wo lang läuft, wie hieß der nochmal jetzt? Money. Money. Also der läuft Money. einfach nur so eine Runde oder was macht Money das läuft jetzt? gelangweilt rum. Ihr schaut euch das Ganze länger an und du siehst, dass er, wenn er immer so 3-mal gelaufen ist, die Wache komplett auf den Hund abschiebt, sich dann hinlegt, sich erstmal, er schaltet dann sein Handy ein, dann siehst du, dass er irgendwas schaut und dann trinkt Warte er mal. was, dann macht er, ja, Könnte ich hier nicht ein Ablenkmanöver starten und einen brennenden Pfeil in irgendwas schießen, wo er dann hinläuft, um zu gucken, was da los ist? wäre Also ich möglich, bin ganz dann wäre ehrlich, dann wäre er aber auch sofort auf Wachmodus. Aktuell siehst ja, du, also, dass er sehr auf Faul-Modus ist. Er verlässt sich komplett auf Beißer. also rein Okay. theoretisch eine Idee wäre noch so, wir rufen, wie hieß sie nochmal, Silly an, Cillian. geben ihr ein bisschen Kohle und dann soll ihn ablenken. Und sozusagen dann gehen schon mal weg. Oh, Dann betäuben wir den Hund. gefällt. Mir gefällt, wie Ja. du denkst. Ja, ne? Und dann hätten wir den Hund betäubt, könnten rüber und dann hätten wir ein bisschen mehr Zeit. Bock hat doch eine Stunde wiederzusehen. Definitiv. Würde das klappen, Hitze? Du könntest zu Cilia gehen, natürlich. Wollt ihr dann eben zu schnell zu Cilia gehen? Ja, Hulk, haben wir nicht vielleicht einfach ihre Nummer und können sie anrufen? Müssen wir echt. Nein, sie hat diesen Monat kein Guthaben mehr. Sie kann nicht angerufen werden. Doch ein Kundenabgeld bekommen. Dafür hat sie die Augen hast- bezahlt, du hast- dass sie nicht mehr in. Ja, also, Julie, machen wir es oder machen wir jetzt das Riskante? Boah, Rick, du hast Zuhälterdenken. Ja, also, Ja. Die gute ihr Frau holt blind, wir müssen ihr helfen. Ihr holt die gute Cilia rein. Hey, ihr habt gesagt, ihr habt einen Job für mich?
Aber nicht wieder Ähm. Gunnar, der war so rau. Mein Gott, der hat seinen ganzen Frust in mich abgelassen. Das hat gebrannt wie die Hölle. Nein, das ist diesmal ein ganz, ganz netter, lieber Mann. Okay, ich muss Ich weiß zwar nämlich nicht mehr, noch. wie er heißt, aber du bist da, wenn du es Aber, schaffst, oh nein, abzulenken. ich habe Angst vor dem Hund, der sieht so böse aus. Ich helfe euch Ja, ja du bist gerne und lenk den ab. ja hinterm Zaun, alles gut und Aber der Typ du ist auch sollst. hinterm Zaun und der Hund ist da. Nee, da habe ich Angst. Ja, sie ist doch aber vor dem Zaun und der ist hinter dem Zaun. Der Hund kommt doch gar nicht Wie, an sie ihr ran. seid, ja, der Hund ist im Zaun, sie ist bei euch vor dem Zaun. Sie ist nur schon da, damit ihr sie seht. Und wenn immer sie Ja, sich aber so Richtung Zaun nähert, kommt Beißer und fletscht die Zähne. Ja, hast dann müssen wir du den für jetzt. sie irgendeine kleine Pille, die sie so ein bisschen runterzieht? Wie Also wär's Ja, damit, wenn ihr den gechillter Hund macht. einfach betäubt? Ihr habt alles, um den Hund zu sollten, betäuben. Nicht sollten wir betäuben, den die Hund, soll einfach nur ein bisschen gechillter wegen dem Hund sein. Nicht. sollten wir den Hund jetzt nicht endlich mal, ist das nicht der richtige Moment, ihm das Schnitzel, Fischbrötchen zu geben? Ja. Ich dachte, sie soll ja erstmal den Typen ablenken. Das macht ja, also, Ach ja, stimmt, erst Typ, dann Hund. ist Ja, ja sorry. eigentlich, ich weiß nicht, ob es jetzt wichtig ist. Ist eigentlich egal, oder Wenn nicht? ich euch helfen wollen würde, sie geht nicht rein, wenn der Hund Nee, warte mal kurz. aufpasst. Wir machen Julies Plan. Wir schmeißen erstmal das Futter hin und danach soll sie die Wache ablenken. Dann passt das doch, ja. Okay, das passt gut. Ihr gebt euer Fischbrötchen ab, der Hund rennt sofort hin, bellt euch an, er sieht, dass ihr was rausholt, er guckt gierig, ihr werft das Fischbrötchen zu, der Hund frisst und wie bei Tom und Jerry, der Hund fällt sofort hin. Ihr könnt sehen, dass er gerade davon träumt, alle bösen Menschen, die am Zaun vorbeilaufen, zu beißen. Also ihr hört quasi und der träumt seine Wachhundträume. Und dann kommt die gute Celia. Ja, okay. Für 100 New Yen lenke ich ihn so ab, dass er euch nicht mehr bemerkt. Okay, Julie Okay, 50-50? Rick bezahlt. Rick bezahlt. 50-50? Rick bezahlt, okay. Wie? 50-50? Rick hat bezahlt, sie geht Ja, dorthin. Er hält sofort seine Knarre hin. Hey, geh sofort Das ist weg, wieder oder Pommes von mir. ich knall dich ab. Celia guckt so, hey, du bist genau der Typ, den ich brauche. Komm doch mal mit hinter die Ecke. Nein, die andere, als er gerade zu dem Punkt gehen wollte, wo der betäubte Hund liegt. Und sie scheint ihre Aufgabe dann gut zu machen. Du siehst, wie er seine Waffen da lässt und er sich an ihrem Elfenkörper zu schaffen macht. Also das könnt ihr euch Julie, willst du vorstellen. nicht die Waffen klauen? Mitnehmen? Ja, können wir machen. Los, pack Und it ein. der Weg in die Werkstatt ist damit für euch frei. Ihr habt genau genommen eine Nummer einer schläfrigen Wache auf einer dünnen Elfe frei. Falls einer von euch schon mal mit einer Elfe rumgemacht hat, das ist nicht lang. Oh shit. Okay. Los, wir rennen in die Werkstatt. Such den Schlüssel. Warte mal, also können wir das noch klauen oder würde es dann tatsächlich so ein bisschen Ihr zu. könnt unterwegs 2 Pistolen klauen, da habt ihr dann wieder. Obwohl, das wäre blödsinnig, ne? Wenn er das sieht, dass die weg sind, dann ist er ja gleich wieder da, ne? Der merkt Der ist auch, wenn ihr das beschäftigt. Auto rausfahrt. Ja, wir düsen, crashen durch den Zaun. Scheiß drauf. Okay, komm, wir nehmen die Waffen mit und laufen gehen in die Werkstatt rein. So, und dann würde Wir machen das jetzt richtig filmreif. So, wir und dann würde ich mich halt nach einem Zaun. Schlüssel umgucken. Ja. Sehr schön, sehr schön. So, du bist weg. Du bist am Schlafen. Ihr seid in dieser Werkstatt und ihr könnt sehen, dass der Wagen bereit ist, abgeholt zu werden. Die Tür ist verschlossen und alles ist vorbereitet, dass der morgen verladen werden kann. Du siehst eine kleine Schutzfolie darüber, aber die kann man leicht wegnehmen. Ja, ich nehme die schon mal weg und Rick sucht den Schlüssel. Ja, mach ich. Den Da ist doch Schlüssel. Muss ich auch was Da ist würfeln, Wahrnehmung oder irgendwas, oder finde ich ihn eigentlich schnell?
Und wo würdest du suchen? Das ist viel wichtiger. Du kannst ja nicht In den einfach meisten sagen, ja, Werkstätten hast du halt entweder auf wie heißt denn das, so einen Kasten, wo die meisten Schlüssel sind. gute Ja, der Idee, steht da doch hier brauchst du vorne. nicht drauf würfeln. Also ich gucke halt nach dem Kasten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen finde oder nicht. Ja, du findest einen. Der Okay, Kasten steht doch direkt hier vorne. Du kannst ja, ich noch nehme halt den etwas sehen. Schlüssel Etwas, und was dir bisher noch Judy, nicht kannst du schon mal die Folie aufgefallen weg? ist. Die Folie ist schon weg. Ich habe die schon weggemacht sofort. Was hast du gesagt jetzt? Dir fällt noch etwas auf, was du den Schlüssel wegnimmst, was euch vorher beim Wahrnehmungswurf nicht aufgefallen ist. Ja, das Beere? Ein Kamerasystem in der Werkstatt. Scheiße. Ja, ist egal. Wir Oh. grinsen in die Kamera und steigen in dieses scheiß Auto an. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Hier, warte mal kurz. Ich suche nach einem. Nein, schieß doch auf die Kamera. Wir haben doch Waffen. Ist Ach, egal. Die ist doch Dann schon würde ich bekomme- Manni von würde- Celia runtergehen und würde reinkommen. Also wenn ihr einsteigt, du hast den Schlüssel, wenn ihr einsteigt und abhaut, würde man euch irgendwann vielleicht mal finden können anhand des Videomaterials. Ja, wie Das gesagt, ich würde könnt ihr nicht gucken, mehr ob ich ändern. da Ihr ein könnt- PC ist, wo ich das halt sozusagen löschen könnte. Nein, leider nicht. Löschen. Nee, pass auf, wir machen das so. Ja gut, dann wir würde ich steigen sagen, ein. gut. Nein, pass auf, wir machen das so. Wir steigen ein, schießen auf die Kameras aus dem Autofenster raus. Und Ja, dann wozu fahren wir denn? mit- Die haben uns doch schon gefilmt. Wieso willst du aber jetzt die dann können Kameras die kaputt machen? Aber wenn die Kameras kaputt sind, können die uns doch nicht weiter. Dann sind die kaputt, dann können die uns doch im Nachhinein Die haben nicht euch mehr. schon gesehen. Also man Die haben uns doch schon könnte gefilmt. Ja, die haben euch schon gefilmt. Die Daten von euren Gesichtern stehen schon auf dem Server. Ja, okay, ich dachte jetzt, wenn man die Kamera kaputt macht, dann ist Nein, der nein. Rest auch kaputt. Ja, hätten wir Keine vorher weiteren gewusst. Aufnahmen. Ja, das wäre das Ding, wenn wir das vorher gesehen hätten, ne? Aber Aber ihr ja, habt ist scheiße egal. gewürfelt. Ja, wir haben Scheiß gewürfelt. Ist egal. Komm, Judy. Ist nicht so schlimm. Ist der erste Ashton, Gig. Ihr habt ich noch keinen steig Todfeind. Beifahrerseite ein. Achso, wir blättern jetzt einfach durchs Tor, ne? Ihr Ja, bet- wir fahren einfach Okay. ins Tor. Scheiß Ihr drauf. könnt das Tor auch aufmachen. Das wäre kein Problem. Das ist der Knopf an der Wand. Dann ist der Wagen Ich würde voller. sagen, wir blättern durch. Ja, wir brettern durch. Ich sitze schon ich sitze ja schon auf der Beifahrerseite. Ich steige jetzt Ja, okay. 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 Jetzt denkst du jetzt Okay. gerade nach. Hm? Also, ihr brettert Aber raus. Ihr könnt. Für so ein bisschen Drama-Action bin ich auch. Komm. Ja, ihr fahrt dort raus. Das Tor knallt auf. Bam! Ihr könnt Juhu! sehen, dass Manni von Celia runtersteigt. Ihr könnt sehen, dass er mit runtergelassenen Hosen dort. Ich habe die rechte Dort Hand sieht- raus und zeige ihm schön den Mittelfinger. Er will seine Waffen ziehen, merkt, dass er die nicht dabei hat. Er merkt, dass er von den anderen vom Hund verlassen ist, dass der schläft, dass seine Waffen nicht mehr da sind. Er sieht, dass Celia Plan eines Ablenkungsmanövers war, wo er der Dumme ist, und er greift sich eine Eisenstange und ihr fahrt weiter oder guckt ihr euch das noch an? Opfer mussten gebracht werden. Fahr weiter. Gut, ihr könnt im Hintergrund sehen, wie Manni auf Celia mit der Eisenstange einschlägt. Das Gute daran ist, sie wird niemandem mehr sagen, wie ihr ausgesehen habt, trotz der neuen Hardware in den Augen. Der Nachteil an dem Ganzen ist, Celia ist für weitere Operationen nicht mehr zur Verfügung. Nachteil weiter an dem Ganzen ist, ihr habt euer Gesicht auf der Kamera. Das heißt, Celias Tod wäre nicht notwendig gewesen. Aber ihr habt einen Wagen, der nur leichte Kratzer hat. Das dürfte ausreichend sein, um das Ganze vorzunehmen. Und würdet dann entsprechend zur Übergabe fahren. Ist das richtig? Jo. Ja, warte. Ja, Bleib warte. mal bitte an diesem Parkplatz kurz stehen. Lass uns mal in diesem Auto uns ein bisschen umsehen, was wir vielleicht hier finden könnten. Bist du nicht neugierig? Ja, doch, ein bisschen. Also, ihr hört in dem Wagen, also ihr seht in dem Wagen, das ist die typische Karre. Der dort arbeitet, scheint dem unteren Management bei Zelda Krupp zu arbeiten, also dem Konzern, der euch aus der Sozialwohnung rausgeworfen hat. Und wenn ihr mal so schaut,
Keine Ahnung, das ist irgend so ein Olaf, der dort arbeitet. Mehr steht da leider nicht. Das erkennt ihr daran, dass da so über einem Herzen Olaf steht am Rückspiegel. Der scheint sehr von sich eingenommen zu sein. Hinten könnt ihr, wie gesagt, sehen, dass die roten LEDs blinken, sobald man sich hinten drauf setzt und der Rücksitz dann anfängt zu vibrieren, damit man, wenn man irgendwelche Frauen aufgerissen hat, möglichst wenig selbst machen muss. Scheint ein sehr fauler Typ zu sein. Ihr seht weiterhin, dass dort billige Bumsmusik läuft, also hier Sexbomb und so ähnliches Zeug. Ach du Von, Scheiße. wie hieß der Typ Tom noch mal? Jones oder Ich was? komme nicht drauf. Genau, von Tom Jones und ähnliche Musik. Also der Wagen hat nur den einzigen Zweck, dass Olaf an irgendwelche Schnecken an der Straße rankommt. Das Das ist scheint aber so ein sein. Handschuhfach oder so ist nix. Da siehst du, wie gesagt, seinen Konzernausweis, der allerdings chiffriert ist und nur Den würde ich dann noch einstecken erstmal. Gut, damit hast du einen chiffrierten Parkausweis. Wenn du mal in die Zelda Krupp-Zentrale musst, hast du zumindest einen Parkausweis. Rein. Ich würde Der dann ist noch schön. aussteigen und den Kofferraum öffnen. Du Und auch da öffnest den reingucken. Kofferraum und siehst dort eine 100er Packung Kondome, die man so rausreißen kann. Und du Ich nehm sie siehst, halt in die Hand und schmeiß sie zu Julie. Hier, bitte. Ja, und jetzt? und dann siehst du hinten Kannst du auch vielleicht noch, noch gebrauchen. dann siehst du hinten auch noch ein paar kleine Scheine. Also du findest noch 500 New Yen in kleinen Scheinen, falls er mal Ja, niemanden klar, die stecke ich abschleppen kann. sofort ein. Und du Ich sag findest da zwar auch, nichts Julie, aber ich steck sie ein. Danke. Du dann hast es nicht kriegst du, gewusst, du hast es nie gehört. dann Mhm. kriegst du wieder 500 Credits. Oh, der Wodka ist wieder drin, sehr schön. So. Und entsprechend, ja, siehst du, dass der Wagen halt hauptsächlich dazu da ist, dass der irgendwo einen auf dicke Hose entleeren kann. Okay, ich steig wieder ein und Julie, du kennst doch den Plan von Late, ne? Hm. Also ich meine, jetzt haben wir das Auto schon. Vielleicht gibt der Typ mehr Geld als Hector für seine Karre. Ach, wegen gestohlen melden, ne? Ja, wir rufen ihn an, sagen, wir haben seine Karre, wenn er sie wieder haben will, ist ein mehr zahlen als Hector. Ja, lass mal versuchen. Also, ihr ruft den Typen an und ihr bekommt dort die. Nanu, warum ist denn deine Leitung aktuell? Ach, das ist doch nicht wahr. Ja, okay, das ist okay. Es wird gerade etwas Leitung verbraten. Das kommen wir beide Ähm, ins Team. Ja, ich weiß, alles gut. Das ist nicht schön. Entsprechend wird dort er sagt euch, dass er euch finden wird und dass er euch umbringen wird, wenn ihr nicht den ganzen Wagen unbeschadet zurückbringt. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, hier, Junge, das machst du, da wollen wir mindestens 50.000 dafür. Ja, er sagt euch, dass ihr das bereuen werdet und danach legt er auf. Tadam. Sechs-Konzerne. Komm, wir bringen den Auto zu Hector. Ja, ihr bringt den Okay. Wagen zu Hector. So, wir kommen einmal in die Übergabe. Scheiße. Aktivieren. Das hat uns jetzt noch mehr Menschen gebracht, die uns was wollen. Was? Ja, ich glaube, der hätte uns so oder so gehasst, ne? Also das glaube ich egal. Der hätte euch sowieso gehasst, das ist richtig. So, jetzt haben wir die Szene auch wieder aktiviert. Also in einer kleinen Gasse hinter dem Tech Noir. Julie, ich glaube, deine Kamera spinnt. Welche? Meine? Deine, ja, Ja, mach sie mal deine kurz rein und Kamera. wieder aus. Genau, die ist im Stream eben auf. Warte mal, ich mach mal. Mach gar nichts.
Nee, mach's einfach mal Okay. aus und wieder an. Ja, also die wackelt bei mir hier auch. Das ist etwas. Nun ist sie ganz weg. Nun ist sie ganz weg. Haha. Ja, ich muss noch mal rein. Alles gut, alles gut. So, ihr seid dort entsprechend drin. Also, ihr seht Martin, eine wieder der da Wachen, die ihr sein. vorher auch schon gesehen habt. Ah, okay, jetzt ist deine Kamera wieder ordentlich. Sehr schön, sehr schön. Und so, ja, ihr habt den Wagen geschafft. Super. Ihr kriegt eure Bezahlung in einem ordentlichen Credstick. Der Wagen sieht aber ganz schön durcheinander aus. Die Bonuszahlung gibt's leider nicht. Da sind aber tüchtige Julie, Macken versuch mal vorne auf dran. Überreden zu würfeln und sag, die Kratzer waren schon vorher da. Warte. Überreden. Muss ja versuchen. Ja. Uff. Da 2 übertreibt aber auch Erfolge. jemand. 2 Erfolge, meine Kratzer waren vorher da. Das war bestimmt die Werkstatt-Heinis da. Da war auch so ein Nee. Cyberdog, der sich die ganze Zeit an diesem Auto zu schaffen gemacht hat. Das kann möglich sein. Schöne Scheiße. Ja, okay, komm hier, kriegst die Hälfte. Er steckt dir nochmal 100 zu, also er nimmt quasi nicht den Credstick, den gibt er dir nicht, sondern den steckt er sich in die Tasche, er gibt dir so einen 100er und steckt den dir in den Ausschnitt rein. Damit kann ihn dir Rick aber auch nicht wegnehmen. Julie, du hast Damit da hast, was. Kann ich auf was würfeln? Auf Athletik oder Geschick? Du Habe ich hast sowas? da was. du kannst dir mit Athletik den 100er noch rausnehmen, wenn du möchtest. Ja, ich habe auch sehr wenig auf Athletik, aber ich versuch's natürlich. Wo ist mein Mann? 2 Erfolg. Hey, Du darfst dich einmal mit Athletik dagegen wehren. Also du musst einmal würfeln. 2 Erfolge kann man sich merken. Julie? Ja, bitte was? Einmal auf Würfel auf Athletik Athletik. würfeln. Auf Athletik würfeln. Du Was? brauchst mehr als 2 Erfolge. Auf Athletik. Ja. Das zweite von Ja, Fähigkeit. ja, weiß ich. Sie muss aber ziemlich gut Dings da haben, oder? Ja, und sie dreht sich auch weg, dass du sie nicht betatschen kannst. Und sie ruft dabei laut Tiki Tiki Tiki. Und So. Bin halt kein Ent- 6-Jähriger. Alles gut. entsprechend hat sie die 100 Creds und sie hat auch die 2 Pistolen, die hat sie aufgesammelt. Insgesamt habt ihr die Aufgabe überragend gelöst, für dass ihr nur zu zweit oder dritt seid am Anfang. Weshalb wir in die Nachbesprechung kommen etwas schneller. Ihr seid dadurch, dass ihr weniger Spieler wart. Jetzt haben wir natürlich den guten Late nicht mehr dabei, aber das macht nichts. Wie fandet ihr euer Intro-Abenteuer heute? Ihr habt ja festgestellt, dass eure Handlungen Konsequenzen haben, dass ihr verschiedene Möglichkeiten habt, dass ihr einen Hang zur Zuhälterei habt. Also, ich weiß Ja, ja Rick. nicht. Also Ja, bei Rick sind auf jeden Fall verborgene Talente. Genau. Wenn Hey, ihr ich wollt, spiele können meinen wir die. Charakter so, wie er halt ist, ne? Ja, Er das ist kein wirklich netter Mensch. Ja. Also, das wird definitiv noch sehr lustig werden, wenn das weitergeht. Aber erzählt mal, wie fandet ihr das denn heute? Als erstes Cool. Abenteuer in diesem Regelwerk. Ihr habt jetzt ja auch verschiedene Meister auf Wahrnehmung, Athletik, Überreden, Biotech, gewürfelt. Ihr habt noch keine Schüsse gemacht. Das habt ihr alles mit Intelligenz gelöst. Aber Schüsse hatten wir im Tech-Check schon einmal getestet. Ich Willst du fand es erst mal? richtig cool. Ja, genau. Julie, fang mal an. Ladies first und so. Ja, ich fand es cool. Voll Spaß gemacht auf jeden Fall. Gut, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr mit Hintergrundinformationen überfrachtet in den ganzen Texten. Nee, gar nicht. Gut, das ist ausgezeichnet. Die Das Möglichkeit, lief also sehr flüssig. habt ihr euch zu sehr eingeschränkt gefühlt oder war das frei zu spielen mit den Optionen, die ihr Nee. hattet? Ja, voll. Fand ich jetzt schon, ja. Okay, das hört man auch gern. Und
Du hast ja schon bei One-Shots mitgemacht. Wie fandest du das verglichen jetzt mit dem letzten One-Shot, wo du dabei warst? In D&D? Also, also ich fand, also jetzt ungelogen, fand das jetzt heute, fand ich eigentlich am unterhaltsamsten, so von den Interaktionen her. Was hauptsächlich auch daran lag, dass man ständig auf deinen Hintern und auf deine Brüste geguckt hat und getatscht hat. Der kleine Finn. Nee, ich habe jetzt zum ersten Mal richtig das Gefühl, dass man viel spielt. Also da ist nichts irgendwie dazwischen. Man spielt ja sonst auch, alles gut. Macht ja sonst auch Spaß, aber ich finde, das lief ziemlich flüssig. Also da ist nichts irgendwie, also man ist auch ständig irgendwie in Action und gefordert, habe ich das Gefühl. Also Ja, nicht gut. definitiv. Rick, was möchtest du sagen? Also wir sind heute, wie gesagt, So ziemlich schnell durchgekommen. Das ist Im Großen und Ganzen würde ich auch das, was Juli sagt, recht geben. Ich fand so ein bisschen gut, man musste sich am Anfang so ein bisschen reinkommen, ne? ja, Klar. Sonst fand ich das ganz cool halt, dass du so ein bisschen jede Aktion mitgemacht hast und dann so ein Stück manchmal was mit Silly. Hätte ich nicht gedacht. ja. Silly war, ja, die habt ihr ja sehr gut benutzt. Die sollte eigentlich als mögliche Option später noch reinkommen, aber ihr habt sie ja direkt verheizt für das Abenteuer. Naja, wie gesagt, ich hätte jetzt Können wir nicht gedacht, dass du sie gleich mit einer Brechstange da RKO schlägst oder totschlägst. Können wir uns Aber nicht, okay. können wir uns nicht zukünftig auf die Suche nach einer neuen Cyberprostituierten? Ja, wir finden Ich schon bin welche. sicher, Hamburg ist voller Cyberprostituierten. Also daran soll es nicht Ja. mangeln. Das ist, schau mal, der hat nicht umsonst hinten einen 100er Pack Kondome drin gehabt und 20 New Yen-Scheine in kleinen Scheinen. Also Mangel gibt's in Hamburg nicht an Prostituierten. Ja, Das aber ist, wie gesagt, sonst im wenn Großen dort und sonst kein Ganzen. Gewerbe oder Industrie ist, davon gibt's genug. Ja, also auch, ich würde auch genau das gleiche sagen wie Julie. So im Großen und Ganzen war das irgendwie viel spaßiger als den sonst. Kann aber vielleicht auch daran liegen, dass wir ein bisschen weniger Leute sind. Dass da nicht so ein totales Durcheinander vielleicht ist. Aber ja, sehen wir dann halt, ne? Genau. Also, ich muss noch Nee, mal nee, es schauen, muss, weil es muss ja nicht sein, ne? Nur, wie gesagt, das ist das Erste, was ich halt. ja. Ja. Also die Leitung, muss ich sagen, ist super. Es kann möglich sein, dass ich da noch ein paar falsche Einstellungen habe, weil ich noch auf die alte Leitung bin. Ich habe ja am Anfang dieses automatische Stream geguckt, sollte sich aber hinbekommen, weil leitungstechnisch ist hier alles super, da bin ich sehr zufrieden. Insgesamt finde ich es gut, wie ihr um euer Geld feilscht, weil eben einige von euch tüchtig reich sind. Andere, wie Julie, kann sich noch 6 Wochen Miete leisten. Nee, 12 Wochen Miete leisten. Also in 3 Monaten würde sie rausfliegen, weil sie kein Geld mehr hat. Entsprechend, Ja, Julie, ja, du brauchst Aufträge, ne? Denk dran. also im Ja, Grunde, ich überlege schon, ja, ich habe da schon Sachen im Kopf. also es gibt einige, Aber die ist dann. haben eine Also Menge Peter würde Kohle. zum Beispiel genauso arm sein, oder nicht? Muss ich schauen, das war in der. Oh nein, er ist richtig reich. Er Wer? hat Oh. Schraubenkopf, also Peter. Peter hat 382.000. Ach du Scheiße, hat sogar mehr als ich. Ja, Aber wenn der der. so Mann ist, dann wird der mich doch mitziehen, oder nicht? Naja, Ja, du scheinbar hast nicht, ne? kein Geld. Du bist anscheinend so ein Treadwife, was hauptsächlich in der Küche ist und kein eigenes Geld hat. So scheint mir eure Mich Beziehung hier. verarschen? Können wir nicht, hallo, ich bitte euch, können wir uns nicht was zuschieben? Ihr könnt euch was zuschieben. Wenn er auf was verzichtet, kann er dir was geben. Das ist durchaus ein Mittel, welches ihr einsetzen könnt. Du hast ja auch Pommes von Rick bekommen. Ja, Siehste? Pommes. Wenn euer bin so Geld gut zu dir. allerdings alle ist, oder wenn ihr, keine Ahnung, ihr habt jetzt zum Beispiel einen Feind, da ihr auch angerufen habt, was nicht sehr clever war, wenn ihr irgendeinen Ja, eben, sag ich ja.
Ja Weil gut, Wenn aber ihr ich irgend denke, es gab Aufnahmen von uns in der Werkstatt und im Endeffekt wird er doch wissen, dass wir es waren von dem Gesicht her. Er kann ja den Anruf ja Nee, nicht der mal zurückverfolgen Eigentümer oder von so 'n dem Schwachsinn. Auto, ihr woher soll er das wissen? Das könnt wissen doch nur die ihr Eigentümer könnt von zum der Werkstatt. Beispiel einen Decker Ja, die bezahlen, dass Kamera er halt. die Informationen, löscht. Das ist durchaus möglich. Ihr könnt quasi selbst einen Auftrag aufgeben. Ihr könnt aber natürlich auch schauen, wie ihr dort, weiter agiert. Die Möglichkeiten habt ihr. Ja gut, Euer aber Geld ist ist eine jetzt zu Ressource, spät halt, die ihr ne? auch nein, ist noch nicht zu spät. Ihr könntet quasi noch sagen: „Hey, wir brauchen, Ah, 'n okay. Auftrag. Wir wurden gesehen, wir haben Scheiße gebaut. Wir Also den Tunnel bezahlen brauchen wir dafür.“ theoretisch später oder wir bezahlen einen, so ungefähr, ne? Ihr könnt auch einen bezahlen. Das könnt ihr euch ruhig bis zum nächsten Stream überlegen. Das ist nicht die Sache. Da machen wir einen Ja, Cut, Peter aber muss die Kamera hacken. Der muss Ja, zum beim Beispiel entweder nächsten Mal Peter oder muss er die wir Kamera bezahlen hacken. jemand. Genau, genau. Dafür ist es zu spät. Also ihr müsstet schon jemand Fremden bezahlen, der das nachträglich löscht. Der könnte die Kameras hacken, bevor man euch sieht. Er kann in die Elektronik rein, aber er ist jetzt nicht im Datennetz. Also er ist kein Netrunner, sondern er ist hier eher so der Rigger, dass er technische Geräte beeinflussen kann. Nicht ins Internet. Das wäre dann wieder eine andere Bestimmt ziemlich teuer Geschichte. so sein, ne? Wie gesagt, ihr könnt ausgeben, was ihr wollt. Entsprechend wird ich kann euch da ein Angebot machen von hier, keine Hm? Ahnung, Anonymous oder sowas, die dann euch dort rauslöschen aus dem Datenstrom. War aber schön, dass euch das gefallen hat. Bei der Leitung, wie gesagt, muss ich nochmal gucken. Leitungstechnisch ist alles in Ordnung. Ich muss das Ganze nur noch einmal umbauen auf die neue Leitung. Das haben wir getestet. Hier stand auch die ganze Zeit hervorragend das Ganze. Also, dass es da zu Rucklern kam, muss ich mal gucken, woran das liegt. Ich hoffe, das kriege ich in den Griff. Aber das war anscheinend auch wesentlich besser als das, was vorher war. Oder täusche ich mich da? Hm, Ich kann's ja, nicht doch, beurteilen. würde sagen, ja. Also, Okay. vielleicht nicht sehr, sehr viel besser, aber ja. Also Nicht zum sehr, Beispiel sehr jetzt viel die ganze besser. Zeit läuft alles super flüssig und du hast irgendwie so stellenweise so ein paar Momente, wo es dann irgendwie richtig beschissen läuft. Okay. Da muss ich dann noch einmal dran schauen. Wir schauen aber mal, wo wir euch hinraiden können. Hat einer von euch eine Idee? Ich guck mal. Ja, guck du Das mal. ist nicht so direkt. Ansonsten, ja, okay. Der Grant ist da. MyLife ist da. Prole ist da. Ja, okay. Nee, macht, glaube ich, lieber so ein Pen and Paper, oder? Ja, denke ich auch, denke ich auch. Wo Ja, gehen wir denn mal ja. hin? Das ist Französisch, das mag keiner. Oh, Dann gehen wir voulez-vous dann gehen wir zum guten DSA, also bei Mikangelos. Da beginnen wir dann einmal den Raid. Ich bedanke mich, Oui, dass oui. ihr da wart. Wir sehen uns am Freitag wieder. Da habe ich dann. So, der Raid müsste beginnen. Genau, da beginnt das Ganze. Ihr seht uns am Freitag wieder. Bis dahin habe ich die Leitung auf Linie gebracht, dass die auch funktioniert und die gute Leitung, die wir haben, auch bei euch ankommt. Ich bedanke mich, dass ihr da wart und wenn ihr Fragen habt oder mitmachen wollt, schaut einfach rein. Wir sind für euch da. Bye bye. Genau, Ciao. vielen Dank. Tschüss, viel Spaß euch noch.